Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Momentum. Yay! Liebe Grüße nach draußen. Wir sind endlich umgezogen auf den neuen Server. Yay! Und da kommt schon wieder meine Untertitel angeflogen. Yay! Okay, was haben wir heute geplant? Also, wir sind ab jetzt in der Version 21.4 angekommen. Jo, das macht zwar nicht mehr, aber hallo Wusimu. Äh, aber es wird in Zukunft ein paar Veränderungen geben. Ach, das sind Fische unter meinen Füßen. Habe ich gerade gewundert auf der Minimap, was sind denn das für komische Dinge, die da immer mitgehen. Ja, was haben wir vor? Also ich müsste jetzt noch ein bisschen die Häuser machen. Also momentan geht unser Welt-Edit noch nicht, aber das kriegen wir hin und ein paar andere Änderungen, wie gesagt, die wir übernommen haben. Die sind auch noch in Arbeit. Das heißt, wir bauen also fleißig, ganz gechillt im Kreativ weiter und fliegen hier so ein bisschen rum, begrünen das Ganze, weil ihr seht ja, es ist zwar viel Haus und viel Wand und viel Gemäuer und alles und ja, bei den Häusern fehlt die Deko auch noch. Ich habe euch aber was Neues zu zeigen, weil, erinnert ihr euch noch letztes Mal in der Kirche von der Gutine? Hm, also hier fehlt auch noch ganz viel. Von der guten Stina. Stina hatte ja da angefangen, so ein Skelett zu bauen. Und die gute Rio hat sich gedacht, das sieht ein bisschen mickrig aus. Und hat jetzt einen großen Wal hier hingekleistert. Jo. Ich weiß nicht, ob der falsch rumhängt, aber notfalls können wir den später nochmal drehen. Also ihr seht, hier hängt jetzt ein riesengroßer Wal in Stine ihrer Kirche. Die Orgel ist noch nicht entstanden, ganz einfach aus dem Grund, weil die beiden sich ein bisschen verpasst haben und Rio noch nicht den Platz weiß, wo das hier hinkommt. Und ja, und heute auf dem Samstag, wie gesagt, sind viele von uns ja auch in Sweat Pixel unterwegs. Das heißt, heute könnt ihr aussuchen, ob ihr chillig im Kreativ zugucken wollt oder Sweat Pixel Action haben wollt. Alles okay. Mich stört's nicht, weil ich kann's verstehen. Aber Momentum, wie gesagt, muss auch weitergehen und muss weitergebaut werden. Und ja, da ist noch viel am Entstehen. So, die Stine hatte ja letztens rumgemotzt, dass hier ihr Weg nicht geht. Also ich finde, der Weg geht schon hier weiter. Man kann den sehr wohl hiermit verbinden. Man kann ihn hier lang führen lassen, nach unten. Und das funktioniert wunderbar. Alles gut. Dann hatte sie ja den Friedhof hier gebaut, diesen wunderschönen. Ein Schneefuchsgehege. Dass die immer die Schneefüchse hier einfangen müssen. So, dann hier unser wunderschöner Friedhof an der Kirche. Weil meiner, wie gesagt, der hat halt seine Gräber alle am Zentralfriedhof hinten beim Krankenhaus. Den habt ihr ja auch schon kennengelernt. So, und da ich schon wieder meinen PC jodeln höre, nämlich ich musste mal dringend entstauben, sprich morgen irgendwie mal schaffen, aufzumachen und den ganzen Staub daraus zu holen. Ich höre nämlich, habe ich vor, ich werde jetzt die Grafikkarte ein bisschen entlasten. Das heißt, wir werden ja runtergehen, was die Farben angeht, den Shader rausnehmen und dann müsste das eigentlich funktionieren, weil ich momentan nicht weiß, durch dieses Hin und Her, habt ihr ja mitgekriegt, hat sich ja eine Menge bei mir verstellt, aber das kriegen wir alles hin. So, jetzt müssen wir uns Gedanken machen. Wir hatten uns ja überlegt, ob wir da Glas reinsetzen. Ich würde sagen, wir setzen da erstmal Glas rein. Ich bin zwar nicht so der Glas-Fan von Fenstern, also Fensterglas, aber ich würde mal sagen, wir machen das jetzt hier einfach mal. Und werden uns heute mal dran machen, diese Gebäude hier alle fertig zu dekorieren. Und ja, und dann schauen wir mal weiter, was wir an Grünanlagen und Grünzeug hier noch machen können. Und vor allen Dingen muss ich mir hier, für diese Kante, muss ich mir hier auch noch was einfallen. Seht ihr, das ist eine sehr unschöne Kante zum Eis. Und ist nicht ganz so hübsch. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen.
So, ich bastle jetzt hier einfach mal über Fenster. Dann müssen wir auch Licht und so reinmachen, Türen einsetzen und all so ein Zeug. Haben wir heute vor und die Blumenkästen befüllen und so. So. Auf jeden Fall wird meine Grafikkarte, mein Propeller da schon ein bisschen leiser. Halt, das ist eine Tür. So, okay. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hattet einen wunderschönen Tag heute, weil bei mir hat es heute gehagelt und geschneit und ja, und geregnet. Also alles so sämtliche Wetterfronten und zwischendurch immer Sonne. War sehr merkwürdig und dann die Temperaturen immer hoch und da. Das war nicht so lustig heute. So, den werden wir hier mal Türen reinsetzen. Oh, Türen. Okay. Dann haben wir hier noch keine Böden drin. Das müssten wir auch mal machen. Wieso habe ich das Glas eingeschaltet? Dann nehmen wir einfach ganz ordinär das. So, machen das so. Und dann müssen wir natürlich dran denken, da auch Licht reinzumachen. Das sind sozusagen Ziergebäude, die wir vielleicht gar nicht nutzen werden. Hier kann man dann irgendwann mal einrichten, wenn man lustig ist. So, noch einen höher, dann muss ich hier noch einen hinmachen. Hm, die kommen hier hin. Also sonst können wir da oben keine Dinge einstellen. Das wäre nicht so gut. Dann sind wir mal halt jetzt jedes Haus einfach mal so speedmäßig fertig. Das kriegen wir hin heute. So, auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich euch ja erzählt, der Momentum-Server ist bereits umgezogen. Es gibt noch so ein paar Feinheiten, die unser Kirito noch einstellen muss. Community-Server dauert noch ein bisschen, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, weil der Kirito teilweise da Sachen auswechseln muss. Also eher so Technikkram, sage ich mal. Da habt, also was für euch keinen Spielereinfluss hat, sondern eigentlich nur Sicherheitsprogramme sind. Geht so vom 20 Grad runter auf 10 Grad und Regen wieder. Ja, genau. Immer dieses Hin und Her. So, wir schmeißen ja einfach erstmal praktischer halber Seelaternen rein. Die machen das Ganze schön hell und verhindern, dass wir hier irgendwie nette Monster spawnen haben. Hier mache ich auch mal einen in die Mitte. Ja, hier haben wir noch ein Fenster. Da müsste vielleicht noch Glas rein. Hopp, hopp. So. Also wie gesagt, von der Grundstruktur her sind diese Häuser hier soweit fertig. Aber einrichten und so. Ja, wie gesagt, der 31. März rückt immer näher. Wir haben schon einige Bewerbungen gekriegt, wo ich sagen muss, die haben mich schon begeistert. Dass ich so langsam schon überlege, ob wir nicht doch vielleicht noch ein paar mehr reinholen. Ich weiß es nicht. Das muss ich mit meinem Team besprechen. Mm, so, dann nehmen wir wieder praktische halber Süßbeeren. Die mag ich am liebsten. Machen das immer am hübschesten, finde ich. Oh, Süßbeeren. Süßbeeren. Ja, Süßbeeren. Überall, wo Blumenpötte sind, machen wir hier einfach dann rein. Praxishalber. Okay, hier hatten wir nichts, weil das ja zum Wasser hingeht. Und hallo, lieber Kai. Hab dich doch glatt vergessen einzuschalten. Ja, das kann passieren. Aber schön, dass du da bist, Kai. Freue mich. Gut, okay. Also, das Haus haben wir ja hier, soweit es geht, haben wir ja fertig. Jetzt müssen wir uns natürlich noch über die Beleuchtung mal Gedanken machen. Ihr wisst ja, wir haben immer so ein bisschen das Problem mit eventuellen. Ah, das sieht auch ein bisschen aus. Mal- Ja, dann müsste ich zwei nebeneinander stellen. Das ist immer so ein bisschen doof. Wir hängen mal hier eine. Könnte das natürlich. Nee, das geht auf der Seite nicht. Ach, das ist doch immer dasselbe. Okay. Ich möchte hier ein bisschen beleuchten, aber ich denke mal, wir werden dann später doch mit Straßenlaternen und arbeiten.
Ja, ich möchte das hier eigentlich relativ schlicht lassen, dieses Gebäude, und mich auf das nächste konzentrieren. So, jetzt brauchen wir die nächsten Sachen. Das heißt, jetzt muss ich mir Gedanken drüber machen. Die Fensterscheiben haben wir noch. Die Fenster machen wir hier alle mal die gleichen Fensterscheiben rein. Ah, überall die gleichen Fensterscheiben. Okay, haben wir nichts weiter. Hier oben haben wir auch schon. Dann müssen wir hier hinten gucken. Oder? Und dann müssen wir mal gucken, was für eine Außendeko wir da machen, weil die muss ja sich massivst unterscheiden. Was nehmen wir für Türen? Hm. Wir können ja mal mit Birke rumexperimentieren. Warum nicht? Wir nehmen jetzt einfach mal was aus Birke, was wir daran. So, das heißt, ich schon wieder diese Glasscheibe. So, das heißt, ich nehme mal die, ich nehme mal die, ich nehme mal die und dann schauen wir mal, was wir da noch nehmen können. Wir können das noch nehmen und die Falltüren. So, schauen wir mal, was wir da machen können. So, jetzt bin ich ein bisschen überlegen, weil ich möchte das schon ein bisschen verändern. Wie machen wir mal ein paar Mauern? Hm, wir könnten ja mal. Wir nehmen mal. Nee, passt nicht. Ähm, nehmen mal Sandstein, ganz einfach. So, wir machen wieder so, 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 das weg. Jetzt brauchen wir doch noch eine Erde. Nein, wir brauchen ja noch die Balkonkästen. So, jetzt muss ich mal überlegen. Das ransetzen. So ransetzen, weil das mit den Falltüren dann schöner ist. So, und dann möchte ich aber von unten den dran setzen. So, dann müssen wir mal gucken. Das sind wieder so eine anderthalb Dinger. Das heißt, ich muss höher gehen. Was das? Einfach mal so ein bisschen was anderes probieren. So, das heißt, ich muss wohin, dann hin und dann, ja, jetzt gucken. Ich glaube, da könnten wir, wir könnten das so machen. Und dann machen wir ein so und so, so und dann was daran. Okay. Das ist dann so ein bisschen Freischnute halt. Ja, da könnten wir dann auch das da reinsetzen. Oh, so. So. Das kennt er ja schon eigentlich. So. Dann haben wir den hier noch. Den würde ich sagen, setzen wir den da ran. Und dann entsteht nämlich auch so ein Muster. Seht ihr das? Ganz einfach. So, dann brauchen wir wieder die Mauern. Zwei, zwei. Die Dinger wieder das dahin und das dahin. Und schon haben wir eine, ja, funktioniert. Nein, ja. So, auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir denn schon mal so ein bisschen Deko hier. Und ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie machen wir das mit der Tür hier. Ich würde sagen, die Tür lassen wir einfach ganz schlicht einfach. Warum auch nicht? So, bei die Seite haben wir ja auch relativ einfach gelassen, obwohl ich mir auch schon überlegt habe, man könnte natürlich die auch noch vorstellen, aber ich finde das ganz interessant, wenn das
So, bei Kirito, der braucht dann noch ein bisschen Zeit. So, dann haben wir quasi das Haus jetzt. Und könnten ja zum Beispiel auch beigehen und jetzt mal über das wieder ein Blümchen hinsetzen. Wir können ja mal so ein bisschen die Dinger da hinsetzen. Ja, wir setzen ja einfach mal so. Wir nehmen mal das. So, so und so. Einfach mal so richtig wilde Farbkombination. Das muss ja, wie gesagt, muss nicht immer alles so total schick, hübsch und weiß ich was. Und das kann manchmal auch so ein bisschen wilder aussehen. Warum auch nicht? Na? Also, gut, dann haben wir das auf der Seite fertig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ja, habe ich mir überlegt, da könnte man beigehen und zum Beispiel jetzt sagen, okay, man setzt. Mhm, das weg. Setzt einfach nur diese Dinger hier ran. Ihr könnt es auch von beiden Seiten mal sehen, wie es aussieht. So, dann müsste der hier. So, können wir auch die. Warte mal, wir nehmen mal die. Ich glaube, die sehen viel interessanter aus. Dann machen wir das hier auch nochmal so. Da ran. Die Erddinger, die liegen da eh drauf. Also hier könnten wir eigentlich auch innen ran. Nee, das sieht nicht. Weil wir haben die Erde, die. Das mag ich gar nicht. So, dann machen wir hier oben noch einen hin. Und wie gesagt, bei den Häusern ist es nicht zwingend erforderlich, dass man unten unter etwas macht. Das reicht, wenn man also vorne und hinten macht. Sondern es reicht eigentlich auch, wenn man nur eine Seite macht, also die man im Blick hat. Aber warum sollten wir die nicht machen? Wir können auch die noch machen. Aber ich muss gestehen, es sieht schöner aus, wenn man auch vom Wasser aus halt Dinge sehen kann. Ja, dann machen wir Dingern hier. Oh, oh. Wenn nicht jedes Haus hier Fensterläden hat. Oh, da ein drunter, so ein. Und dann entstehen ja auch so Muster halt, ne? So. Oh. So. Okay, dann schauen wir uns das mal von weiter weg an. Ja, doch. Ich glaube, wir machen vorne und hinten die Muster dann. Ich glaube, das passt. So, okay, dann machen wir das hier auch noch. Der hat auch noch keine Zipfel drauf, habt ihr gesehen? Der hat noch keine dieser Stixi-Staxi-Dinger da. Okay, dann machen wir das hier auch nochmal. Hm, so, ich finde das einfach schöner, wenn da Blümchen sind. So, dann muss ich hier mal kurz mein Zeug ändern. Da hatten wir das Tatsache. Und Dinger. So, okay. Machen wir erstmal die hier. So, dann holen wir uns nochmal die Falltüren. Hier geht's nicht, da muss ich mir gleich was einfallen lassen. Halt, der muss hier hin, dahin, der muss hier hin. So, und da hatten wir hier in der Mitte, hatten wir das so, da hatten wir die einzige. Das mal so. Oh, ja, das passt. So, und dann machen wir das hier einfach auch. Und dann wirkt das auch schon gar nicht mehr
Komisch. Okay, und dann nehmen wir natürlich wieder die Süßbeere und setzen die da auch noch hin. Hopp, 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 hopp. Und vor allen Dingen, wie gesagt, man kann natürlich die Blöcke hier noch variieren, ne? Also, dass man zum Beispiel jetzt sagt, okay, man nimmt noch glatten Granit, setzt den hier noch mit rein. Das können wir auch immer noch machen. Aber mir ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir überhaupt die Häuser hier halbwegs fertig kriegen. So, das heißt, wir schmeißen jetzt wieder alles raus und machen uns Gedanken darüber, wie das nächste werden soll. Das nächste möchte ich mal ein bisschen metallisch machen. Das heißt, ich nehme jetzt mal Mauern. Wir haben Schlamm und nee, orange will ich nicht. Wir nehmen mal das. Ah, wir haben hier schon Granit. Okay. Dann bleiben wir da auch. Nee, dann bleiben wir dabei, wenn ich da schon. Halt nicht ins Fenster. Oh, dahin, dahin. Und hier oben nochmal hin. Da, da, da. Okay, dann bauen wir hin. Wir können ja auch Schwarzeichen nehmen. Warte mal, nehmen wir Schwarzeichen. Ist mal wieder was anderes. So, Schwarzeiche, Eiche, Eiche. Machen wir überall mal so hin. Also wo es geht. Dann wirkt das hier unten auch. Was finden wir hier oben passt nicht. Da passt. Und dann hier unten mal. Dann werden wir so eine schwarz-eichen Falltür mal nehmen. Warum nicht? Einfach mal ein bisschen rumziehen könnte. Einfacher Balkon. Der geht hier natürlich an. Wartet mal, dann nehmen wir. So, dann funktioniert das. Okay, hier sieht man zwar ein bisschen von der Erde, aber ich glaube, das ist nicht weiter dramatisch. Das stellen wir jetzt nicht von. Obwohl ich das auch anders mache. Probieren wir gleich was. So, jetzt brauchen wir Granit, Granit, Granit. Und dann nehmen wir einfach mal den hier und tauschen den hier mal so dezent aus. Weil dann sieht man das nicht. Okay, ja. Und dann sieht man diese Erde auch nicht mehr. Ah, kann man das hier nämlich auch so machen. Da muss ich kann das und hier. Ja, und da haben wir wieder, seht ihr, das ist das Problem hier. Das heißt, ich setze hier überall mal die hin. Und dann nehme ich diese wunderschöne, wunderschöne. Oh, und dann könnte man reingehen.
Hm, dann, dann müssen wir den natürlich auch noch wegmachen. Hier noch einen hin. Hoch. Da wieder einen hin und da wieder einen. So. Okay, jetzt brauchen wir nur noch dann die passenden Blümchen gleich. Okay, den haben wir, den haben wir. Okay, da muss der hin. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet trotz des merkwürdigen Wetters heute einen wunderschönen Tag und ja. Oh, hopp. Okay, dann bauen wir noch Fenster jetzt. Fenster. Um, Glas. Da könnten wir ja mal so weißliches Glas nehmen. Nicht. Wird das dunkel. Okay, wir können auch hier zum Beispiel können wir beigehen und Fensterläden hinsetzen. Das auch noch. Ist aber nicht zwingend notwendig. Also man muss auch nicht zu viel machen. Vor allen Dingen nicht die Türen mit Glas zu. Macht nicht wirklich Sinn. So, und in dem anderen hier müssen wir noch gleich die Böden mal zeitlich. Faulenzer Tag hatte ich heute. Okay, muss auch mal sein, ne? Wenn man die ganze Woche Dinge tut, dann braucht man auch mal so einen Faulenzer Tag. Das ist ganz normal. So, Nonstop quält sich da immer noch mit seiner Abtei ab, aber wie gesagt, wir müssen ja hier auch mal ein bisschen vorankommen. Deswegen werde ich heute nicht so oft da mit ihm jetzt zugange sein. Also nicht, dass ihr euch wundert, das ist nicht böse gemeint, aber wir wollen ja hier auch mal irgendwann fertig werden. So, und schauen wir mal, was wir da hinsetzen. Wir könnten da mal das wäre da. Oder fahren geht doch auch. Warte mal, wir haben doch fahren. Fahren. Wir setzen ja einfach mal. Oh, der sieht auch behindert aus. Wir nehmen einfach jetzt mal das hier. Wenn wir noch keine Sniffer gefunden haben. Aber so ein bisschen Farbkleckse tut der ganzen Sache hier doch. Andere würden jetzt sagen, mach mal lauter verschiedene. Ja, kann man machen. Hey, ich habe keine Zeit. Das geht einfacher, wenn man das einfach. Kann man immer nur austauschen. Es geht ja erstmal darum, dass irgendwo etwas langsam hier fertig wird. Okay, ihr seht also, wie gesagt, umso mehr Blöcke man nimmt und ein bisschen rumprobiert, rumvariiert und solche Dinge hier, funktioniert das eigentlich relativ gut. Wir haben noch übrigens die Dinger, die können wir hier zum Beispiel als ankleistern. Warum auch nicht? Ah, dann macht das hier alles mehr Sinn. Hier passen sie nicht mehr hin. Aber hier passen sie noch hin. Und dann machen wir uns gleich an die Böden dran. Also die Fußböden, weil da haben wir noch keine. So, okay. Und eine Tür haben wir hier auch noch nicht drin, ne? Das heißt, ich muss Tür suchen. Tür. Ja, dann nehmen wir ruhig mal die. Hat's eigentlich. Warum die? Halt. Hier rein hier. So, eine Tür. So, dann würde ich sagen, machen wir hier einen hellen Boden rein. Oder was haben wir hier? Den haben wir. Jetzt. Weil innen drin, wie gesagt, kann man das ja auch nachher noch viel schöner machen alles. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir hier möglichst Licht drin haben, die Böden drin haben, dass man, wenn irgendwann mal Lust haben, ganzen Dinge hier, weil da wird es auf jeden Fall noch eine Aufgabe für kriegen, für eine Essenz, Dinge einzurichten, aber bis dahin müssen wir erstmal gucken, wie viele Gebäude haben wir, wo denn dann unsere Bewohner einziehen können. So.
Es ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. So, okay, dann machen wir hier wieder so eine Seeladerne rein, ne? Und dann gehen wir wieder um. Man kann das natürlich innen drin auch noch dann machen, alles, wenn es eingerichtet wird. Aber ich versuche jetzt schon mal in den Böden die richtigen Höhen zu erwischen. Das würde daher nicht so Probleme haben. So, und wie gesagt, am 31. endet die Bewerbungsfrist. Und ich bin gespannt, welche 3 neuen Mitglieder auf jeden Fall schon mal dazukommen werden. Bis jetzt bin ich ja schon hellauf begeistert, also auch mein Team von euren Bewerbungen. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Ich hopp und eine Seelaterne noch hierhin. So, okay, hier haben wir schon fertig. Jetzt müssen wir hier nochmal in das Gebäude ums Eck. Das hier. Hier. Da fehlen nämlich auch noch Etagen. Da habe ich auch. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Also das, was ich bis jetzt schon gesehen habe, finde ich schon mal richtig cool. Ich bin gespannt, wie gesagt, weil da kommen ja noch ein paar andere Faktoren zu. Also es ist ja, wie gesagt, nicht nur das Bauen, sondern das ist ja auch so ein bisschen Teamverträglichkeit. Inwieweit ihr euch dann auf dieses Projekt auch einlassen möchtet. Ich kann euch nur dringend empfehlen, wie gesagt, wenn ihr euch bewerben wollt, dass ihr euch vorher so, solltet ihr Momentum noch nicht so kennen, vielleicht mit dem Projekt insofern auseinandersetzt, dass ihr mal so einen Stream nachguckt oder so, ne, wo es um Elemente und Abenteuer und so geht. Also es wird in Zukunft noch ein bisschen mehr ins Roleplay, will ich nicht sagen, aber in die Interaktion gehen, weil wir jetzt durch den Umzug ein paar neue Dinge geschaffen haben, die uns das natürlich alles noch ein bisschen mehr erleichtern werden. Bin sehr gespannt, ob das beim Team auch so cool ankommt. Ich hoffe es. So, okay. Dann kann ich hier wieder durchs Löchchen verschwinden, sofern ich durchfallen möchte. Hier wieder einen rein. Und Decke zu. Und jetzt so. So. Okay, jetzt haben wir schon mal so einige Häuschen hier. Und hallo, mein lieber Leo. Na, hast du denn in deiner Community überhaupt schon Bescheid gesagt, dass wir im Moment um 3 neue Leute suchen? Ich habe extra dir da mal was vorbereitet. Ich habe jetzt aber noch nicht geguckt, inwieweit du da schon was gemacht hast. Also, geworben hast für Momentum. Ah, schaut mal, wir haben was vergessen. Das Haus hat ja noch eine Seite. So, dann müssen wir hier nochmal Hand anlegen. Moment. Hand anlegen. Oh, Patch in die Ecke. Oh, oh. So. Dann den Erdblock da wieder rein. Hopp, hopp. Hey. Dann brauche ich die Zweitüren. Oh, hier nochmal. Hopp, hopp. Ich rutsch. Hopp. Habe ich heute gesehen, dass du das geschickt hast. Schäm dich. Und hallo Steven. Mache ich morgen noch bei mir rein. Super, das wäre super klasse, Leo, weil, wie gesagt, die Bewerbungsfrist läuft nämlich so langsam aus. Und es wäre doch ganz schön, wie gesagt, wenn wir aus deiner Community natürlich auch ein paar Bewerbungen kriegen. Immer bist du ja auch wenn du jetzt momentan ja nicht mehr dabei bist, ein Team vom Momentum und vom Klötzchen-Team. Und von daher, wie gesagt, ja, würde mich das natürlich sehr freuen,
Es wäre natürlich für die alle lustiger gewesen, wenn auch noch Leo dabei gewesen wäre oder so. Aber wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, wie gesagt, 1,5 Jahre immer am Wochenende und so. Und Leo hat ja auch noch Dinge zu tun und ja, irgendwann geht's und passt dann einfach von den Zeiten her, sage ich mal. Das heißt ja nicht, dass er das Projekt nicht mag. Sondern er hat einfach keine Zeit. Das ist einfach so. So, okay. Also mit Knöpfen und sowas, das machen wir hinterher. Haben wir jetzt schon mal 3 Häuser hier eigentlich mehr oder weniger fertig. Was ja nicht das Schlechteste ist. So, jetzt kann ich wenigstens mal einen Schluck Kaffee trinken und gönne euch mal einen Shaderblick. Also ihr seht, wenn man dann den Shader anmacht, dann kommt immer so der Aha-Effekt. Hatte die Woche wegen einer neuen Arbeit noch keine Zeit. Ach stimmt, da war ja was. Ich hoffe, du fühlst dich da wohler, lieber Leo. Dass das besser ist. Und auch alles andere. Wir müssen mal wieder demnächst mal quatschen. Weil es ist immer so, ja, wenn man im Privatleben so viel um die Ohren hat, dann kommt man gar nicht mehr dazu. Irgendwie Dinge zu tun. So, jetzt haben wir auf dem Haus noch keine Stöpsel. Stöpsel. Fragt ihr euch, was meint die jetzt hier wieder mit Stöpseln? Hm, ich würde Tatsache hier Sandmauer nehmen. So, wir machen da auch mal so den Pika raus. Man muss ja nicht immer diese Pika drauf machen. Man kann ja auch einfach mal lassen. Oh. Oder einfach mal da irgendwie. Warte mal, ich probiere mal was. Ich probiere jetzt mal was. Wie das aussieht, wenn man da so einen Topf draufsteht. Oh. Wisst ihr eigentlich, dass diese Blumentöpfe sich auch perfekt eignen, um Schornsteine zum Beispiel? Ah, das sieht super aus. Vielen Dank, Wusimu. Auf jeden Fall, das Neue ist mega und macht super Spaß. Ist halt noch sehr anstrengend. Na, das ist immer so. Das ist eine Umstellung, wie du ja weißt. Aber du packst das. Glaubst du. So, dann werden wir das hier auf der Seite hier auch einfach machen. Okay, das war der äußerste. Oh, einmal hier. Einmal da. Einmal da. Einmal hier. Dann sieht man auch deutlicher, finde ich, dass hier noch andere Gebäude stehen. Also wie gesagt, knallt einfach alles ran und rauf, was ihr meint. Ja, also das ist so ein bisschen, was ich versuche euch immer so zu erklären. Vergesst einfach mal die Blöcke, wofür die Blöcke gedacht sind. Hab noch nie Blumentöpfe als Schornstein benutzt. Ja, das kann man wundervoll machen. Guck mal, wenn du das jetzt nimmst, im Grunde genommen als Schornstein auf dem Haus, auf dem kleinen. Also stell dir das vor mit diesen anderen Mauern, diese Steinziegelmauern oder von mir aus auch mit diesen Ziegeln hier. Da kannst du einen Schornstein machen, der nicht so breit ist. Klar, packe ich das. Wollen wir unbedingt behalten. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich. Wie gesagt, dass mal die Suche ein Ende hat. Es ist immer gut, wenn man auch arbeitstechnisch dann irgendwann mal angekommen ist. So, jetzt haben wir hier schon mal diese 3 Häuschen. Ich finde das übrigens niedlich mit diesem Ballon da oben drüber. Da müssten wir eigentlich noch ein paar mehr machen. Finde die echt süß. So, und dann kann man ja zum Beispiel auch beigehen und sagen, okay, ich nehme noch mal von diesen Schokoladentafeln was. Das ist mir hier noch zu kahl und dann setzt man von mir aus hier noch mal sowas hier hin. Also, ah, an die Kanten kann man das passt ganz gut.
Da müssen wir es nicht machen. Den kann man so machen. So. Jetzt falle ich hier auch noch runter. So, und dann geht man hier einfach um die Ecke. Jetzt falle ich schon wieder runter. Was ist denn heute los? Schwächeanfall hier. Also wie gesagt, ihr könnt immer alle möglichen Blöcke noch ran und rauf und drumrum setzen und das funktioniert. Das sieht dann nochmal so ein bisschen interessanter aus halt, ne? Und dann könnt ihr beigehen, zum Beispiel sagt er, ich nehme jetzt einen Knopf, nehmen wir mal Schwarzeichenholzknöpper, und dann setzen wir die einfach da mal so ran und schon habt ihr hier schon wieder ein bisschen Muster mehr. Ihr könnt auch Schilder ransetzen zum Beispiel, das geht auch. Warte mal, ich nehme mal Schilder. Ich glaube, die sehen sogar noch ein bisschen besser aus. Ich habe übrigens noch gar nicht probiert mit diesen Schildern hier. Diese Schilder. Seht ihr das? Die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Die müssen wir unbedingt, vor allen Dingen diese ganzen neuen Blöcke, müssen wir unbedingt hier mit einbinden. Also bis jetzt habe ich so noch nicht genutzt, muss ich zu meiner Schande gestehen. So, dann könnt ihr hier zum Beispiel beigehen und jetzt einfach dieses machen. Ne? Einfach noch so Schilder ransetzen. Könnt ihr auch hier machen, zum Beispiel nehmt da einfach eine andere Farbe oder setzt hier Fässer rein und hm, das muss ich mir merken. Hier kannst du wenigstens nicht sterben. Nee. Außer wenn eine Padma kommt und oder eine Rio und Kill macht. Okay, wartet mal. Jetzt machen wir das mal hier so ein bisschen, machen wir das hier mal so ein bisschen weiter. Wir können zum Beispiel beigehen und sagen, dass wir immer hier einen hinsetzen. Also ihr könnt das richtig so ins Extreme drehen halt, ne? Dass ihr sagt, okay, mir ist das alles noch zu wenig. Ich mache da einfach noch ein bisschen mehr Zeug ran. Es geht alles, wie es geht. So, dann ein Stückchen runter, dann kommt das Schild da wieder hin. Und so könnt ihr halt so die ganze Außenfassade halt machen, ne? Also bis er euch dann so zusagt und gefällt. So, dann kann man zum Beispiel die Ecken könnte man jetzt auch machen, aber das wäre dann ein bisschen too much. Aber wir können zum Beispiel jetzt beigehen und hier einfach so eine Zierleiste ran. Einfach so. Muss ja keinen Sinn ergeben. Soll nur schön aussehen. Ah. Und schon sieht das Ganze ein bisschen noch interessanter aus. So. Also ihr seht, weil die waren ja früher, wie gesagt, sehr prunkvoll, aber wie gesagt, wir sind ja immer noch ein bisschen eingeschränkt mit den Baublöcken, also was die Renaissance angeht. So, dann haben wir im Grunde genommen jetzt einfach diesen Komplex schon mal gemacht. Und jetzt können wir uns drum kümmern, ob wir jetzt den hier machen, das einzelne Haus machen oder hier die zwei. Wir haben ja so einige Komplexe. Wir können ja jetzt mal das hier uns vornehmen. Und bei dem habe ich mir gedacht, werden wir einfach jetzt mal ins Metallische reingehen. Anders. Dann schaue ich mal. Also normalerweise darf ich jetzt eigentlich Endstäbe verwenden, weil das Nether, wie gesagt, Endstäbe darf ich nicht verwenden, weil das Nether erst auf ist, aber das End nicht. So, jetzt schaue ich mal, was wir hier machen können. Ich möchte mal einfach andere Blöcke nehmen. Einfach sie mal zweckentfremden. So, können mal, warte mal, wir nehmen mal kaputte am. Sehen schöner aus. Dann möchte ich seltsamer Kies nehmen, möchte ich nicht. Was haben wir denn noch hier? Falker dürfen wir auch noch nicht benutzen. Banner möchte ich nicht, weil das knabbert die Performance an. Ich habe mir überlegt,
Wir könnten doch mal Koralle zum von hier was von dem. Wir können ja auch mal mit Kupfer oder was arbeiten wieder, das geht auch. Aber warte mal, wo ist denn die Koralle versteckt? Die Koralle müsste hier drin bei dem Grün. Da. Ja, das sieht nämlich aus wie Stein. So, bauen. Hm, der Nonstop hatte was im Ingame geschrieben. Ah ja? Okay. Okay. Kannst du mal Gruppe gehabt? Ein Problem. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Ich gehe mal in die Gruppe. Was ist los, lieber Nonstop? Hallo? Wo ist denn? Ah, die ist da. Ich habe ein Oh. Problem. Ja. Was hast du denn schon wieder für ein Problem? Ein großes Problem. Okay. Das wäre. Ja, musst du anschauen. Vielleicht fällt es dir auf. Okay, Moment. Ich muss meinen Shader aufmachen und dann komme ich mal rüber zu dir geflattert. Ganz Mhm. gemütlich. Das hört sich nach Katastrophenalarm an. Mhm. Okay, hast du dich Große Katastrophe. verzählt? Hast du dich verzählt? Von welcher Unterstützung her? Was? Ja, Tipeee, Patreon, YouTube oder PayPal? B- Ach ja, und Bubu, willkommen von meinem Chat von Moni. Dankeschön. Hallo Moni. Deine Bewerbung ist übrigens auch angekommen. Habe ich schon gelesen. So, welche Unterstützung hast du mir? Tipeee, Patreon, YouTube oder PayPal? Also ich sag mal so, wenn man jetzt eine Mitgliedschaft macht oder so, ist natürlich YouTube und Patreon eher im Vorrang, also hauptsächlich YouTube. Patreon, wie gesagt, habe ich eigentlich nur immer so von Leuten, die aus dem Team kommen. Das ist eher so intern. Wenn man das jetzt monatlich machen möchte, wenn man jetzt aber einfach so mal was spenden möchte, dann ist Tatsache PayPal eher, sagen wir mal, von der ich am meisten was hat. Weil Patreon muss ich noch ausbauen. Das Problem ist nur, dass YouTube mit Patreon nicht zusammenarbeitet. Was ja wiederum wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel auf den Server kommen wollt. So, was hast du denn für ein Problem? Ah, hier. Ah, okay. Okay, das ist wieder so ein Gucci-Problem, glaube ich. Hast dich um einen verzählt. Ja, diese Wand hier müsste ein Block weiter. So. So, pass mal auf. Du kannst das eigentlich ganz einfach lösen. Naja, das kommt sowieso, es ist eigentlich nur so zum Warte Muster dann mal. Ja, da. ja. Wir lösen das mal ganz ein. Ja, aber. Es stimmt zwar dann nicht mehr mit dem Original, aber es passt. Okay? Siehst du? Ja, aber es müssen 6 sein. Es muss ein Zweierfenster sein und nicht ein Einerfenster. Ja, ja, das weiß ich ja. Aber das Problem ist, wie gesagt, entweder musst du das hier wegmachen. Ja. Dann hättest du ein Dreierfenster. Du hast, wie gesagt, hast dich genau um einen verzählt. Du musst halt gucken, was jetzt am besten passt. Also wie gesagt, oder du musst halt warten, bis Word Edit funktioniert. Ja, irgendwie so, ja. Ja. Wie gesagt, das ist halt das Problem. Was du Aber jetzt hast. wenn man die Axt irgendwie nimmt und das anklickt, dann ist das markiert, Ja, ja. pass auf, also das Word Edit geht. Sie hat aber einen Fehler. Und zwar einen gravierenden Oh, Fehler. Das heißt, das heißt? es kann dir passieren, wenn du etwas mit Word Edit machst, dass dieses System es nicht speichert. Das heißt, Oh. du versuchst quasi du hast ein kopiertes Gebäude und willst es versetzen und der PC, also und Word Edit denkt so, ja, schmeiß in die Mülltonne. So ungefähr musst du es vorstellen. Also wie gesagt, Kirito sagt nie etwas ohne Grund. Und wenn Kirito sagt, bitte das noch nicht nutzen, dann nicht. Der denkt sich was dabei. Das Ah, der gibt, denkt sich was dabei. ja, ja, das gibt Aha. dann mittlere Katastrophe jedes Mal.
Also wie gesagt, ich kann dir nur den Tipp geben, sagen, entweder machst du ein Einerfenster da rein oder ein Dreier momentan. Oder du lässt Ähm, die Lücke hier frei und ich lasse. schreibst gut und wartest, bis wird Edit fertig ist, baust, versuch, ja, das Problem ist, haha, ähm, ja, baust quasi zu Ende und musst dann sehen, dass du das irgendwie um einen versetzt kriegst. Das Problem Hm, ist, so wie du es jetzt gebaut hast, stelle ich mir das schwierig vor, mit inwiefern? dem Versetzen um einen Block. Weil der fehlt dir ja hier auch. Das heißt, du reißt das quasi ein Stück in die Mitte auf. Nee, ich will es eins, sozusagen, Einfach dass ja. diese Wand so nach Genau. oben versetzen. Also wie Naja, gesagt, Moment. ich hatte eben ein bisschen so ein schwieriges Dilemma, weil habe ja da bei dem einen Bild eine ganze Fensterfront. Da habe ich mir immer überlegt, wie will ich diese ganze Fensterfront machen? Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja komm, ich versuche mal so und so schlecht sieht's an und für sich nicht einmal Also aus. ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn dieses Ding nur ein Einerfenster. Oder was sagt ihr? Ja, aber dann wird es eben schwierig, weil ich muss hier, das eine muss ich ein spitziges Fenster machen. Ja, weil du hast nämlich hier oben dann auch einen Block zu wenig. Kann das sein? Da, wo ich jetzt stehe. Dass da einer zu wenig ist. Ja, das könnte daher sein. Ja. Weil von den Proportionen her stimmt's ja. Ja, ich würde sozusagen, Aber das ganze wenn ich es Gebäude fehlt kapiere, ein Block. würde ich sozusagen von hier, Ja, von diesem Block hier, ja, zu diesem Block hier ja. oben markieren, Dann ein. kopieren und dann eins rüber. Also Nee, wie stimmt gesagt, nicht. du kannst es versuchen. Ich weiß nicht, inwieweit du da Probleme haben wirst. Du Ja, kannst es dann gerne lasse ich es. versuchen. Also, Soll ich es versuchen? du kannst es versuchen. Was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, es gibt immer noch eine Fehlermeldung. Inwieweit die das jetzt mit der Axt betrifft, weiß ich nicht. Oder ob es mit Schematic eher zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Ich probiere es gleich. Sehen wir es dann gleich. Ja, ja, ich bleib Also, stehen. Das will ich sehen hier. Copy. Ich, So, also kopiert hat er es mal. okay. Dann Warte mal. machen wir da Nicht so schnell. slash. Ich muss mir erst einen Sitz machen. Ich will das sehen. Okay. So, okay. So, eins rüber. Wenn du Glück hast, funktioniert. Oh, ich hoffe Hat nur. funktioniert. Ja, dann ist ja gut. Dann, Funktioniert. gut. Okay. Okay, weil ich nicht Dann wurde in weiß, dem Fall. weil wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit hinter den Kulissen Kirito am Rumwursteln ist. Also da kann es Ah, immer okay, okay, passieren. okay. Das war etwas, was vorher nicht ging, funktioniert. Also ich denke mal, das ist auch in Bezugnahme von den noch größeren Sachen, die wir immer machen, mit Böden auffüllen und so. Aber wie gesagt, das Einzige, was ich euch wirklich momentan leider noch verbieten muss, ist außerhalb des Baugebiets zu halten. Ja, das mache ich nicht. Also da musst du keine Angst haben, weil ich werde hier sowieso bauen. Eine andere Frage. Ihr habt doch gesagt, ihr hättet noch so verschiedene Waypoints, wo man da mal die alten Ja, vorgängigen Dinger besuchen könnte. genau. Die bekommen du und Gladys von mir dann, sobald der Rest gefixt ist. Ah, okay, Ja, okay. weil, wie Mhm. gesagt, wir wollen vermeiden, dass jetzt noch unnötig noch ein bisschen mehr aufgedeckt wird, als notwendig ist, weil du Aber weißt ich kann mich ja, ja teleporten an und ja, für sich. wenn Ah. du mir versprichst, dass du dich wirklich nur teleportierst und nirgendwo hingehst, dann können wir auch von mir aus heute eine kleine Tour noch machen. Ja, das würde ich gerne machen. Ja, weil Oder ihr könnt mir dann nur mal den Chat bauen. fragen. Wie viel Zeiten waren das, wenn ich fragen darf?
insgesamt? Also, waren in der Steinzeit, da sind wir angekommen. Hallo Timo. Oh, Steinzeit, dann kam die Ägypten. Ich muss mal gucken. Ich oh, guck mal in der Ägypten. Liste, damit ich dir nichts Falsches sage. Also, wir waren bereits in der Steinzeit, in der Bronzezeit, in der Römerzeit, in Asien, Oh, in Asien. der Artus-Saga, in der Ritterzeit und sind jetzt in der Renaissance. Weil die Wikingerzeit mussten wir leider ausfallen lassen, weil Henry, die unser Wikinger-Mädchen spielt, zu der Zeit nämlich im Kur war. Und Oh, Henry braucht jetzt ein bisschen Zeit für sich und deswegen ist alles so ein bisschen durcheinander, aber wir sind immer noch auf dem Zeitstrahl. Und wie okay, okay. du ja weißt, gibt es ja jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, dass wir zwischendurch natürlich auch in Fantasy-Epochen eindringen werden. Ja, Ja, da habe was ich denn was ja tun. da habe ich was mitbekommen, Aber ja. nichts erzählen, nichts erzählen, nichts erzählen. Sollte da irgendwie so, ja, genau. Ja, ja. Bei Diese, Artus-Saga wisst ihr ja, ist ja eigentlich auch eher auf einer Legende. Man weiß nicht, inwieweit das alles so existiert hat, wie es war. Aber ich okay. kann gerne mit dir, wenn du möchtest, eine kleine Tour nochmal machen für dein Ja, da wäre ich dann Publikum. gerne mit dabei. Wenn Und mein Chat und meine Community auch mit dabei sein wollen überhaupt. ja, habt ihr da auch Lust zu? Eine kleine Epochentour mal zu machen, weil ich hatte ja mit Gladys eine gemacht und wir können ja heute mal so ein bisschen ausgiebiger machen. Warum nicht? Wir Ja, sind das heute wäre nur sehr, zu ja. zweit, weil wie gesagt, der Gucci ohne World Edit ist Gucci kein Gucci, wie du weißt. Das ist ein Oh, bisschen blöd gelaufen für ihn. oh. Ja, ja. Es ist ein bisschen doof gelaufen, aber wie gesagt, wenn wir beide jetzt so alleine sind, jetzt nur so Okay, stupide okay. jeder in seiner Ecke bauen, ist auch so ein bisschen langweilig für alle. Mhm, genau. Auch wenn die das toll finden, was wir machen, das weiß ich ja. Also, Chase, Moni und Vivi, die sind alle dabei für einen Gut. Serverrundgang und diese Epochen alle zu sehen. Also Und die Kaiser, Moni, das ja, ist ja und diese Person, die sich ja beworben hat. genau. Und ich habe vorhin auch noch mal Werbung gemacht. Man kann sich bewerben bis zum Ja. 31. Man muss einfach Mindestalter 18 haben. Ja, genau, weil wir wollen hier nicht zu Jüngere haben, weil das Team hauptsächlich ab 40 aufwärts ist. Und Ich bin ja, glaube ich, der ja, Jüngste mit ihr seht ja, 34. nee, da gibt es noch Jüngere. Rio und Ilu sind Ach ja, es Tatsache noch jünger wie du. Ja. okay, okay. Also Ist Ilu Kai ist der nicht auch noch Jüngste. irgendwie um die 20 rum, oder 28? Kai oder Niki? Nicht? Okay. Nein, Auch es sind älter? alle so rund um also um dein Alter. Also Okay. Tatsache, der Jüngste bei uns im Team ist Tatsache unser Illuminatus. Auch wenn es keiner glauben würde bei seiner Stimme, aber es ist so. Illuminatus habe ich mir schon Ja, Vergnügen unser gehabt mit dem. Frei. Das ist der Frei, der hier Hat ihr schon eigentlich. das Vergnügen mit dem? Ich glaube nicht. Ich glaube, Ilu hast du noch nicht kennengelernt hier. Der kommt wieder zum Einsatz, wenn wir weiter, wie gesagt, mit unseren Epochen-Geschichten weitergehen, Ah. weil, wie gesagt, momentan ist das ja so ein bisschen die Zeit der Veränderung. Das heißt, der Server zieht um. Wir kriegen 3 neue Mhm, Leute. mhm. Ich bin schon am Überlegen, vielleicht muss ich mal gucken mit dem Team. Das müssen wir ja besprechen. Das müssen wir ja auswerten. Also, wie gesagt, habt ein bisschen Geduld, weil am 31. machen wir Schluss. Aber wie jeder weiß, ist der erste ja Ostermontag. Das heißt, gebt uns ein bisschen Zeit, in der kommenden Woche quasi das auszuwerten und zu entscheiden, wer dabei sein darf. Mhm, mhm, mhm. Und wir gucken mal, weil wie gesagt, ich weiß halt, dass jetzt auch wieder ganz viele Ferien anstehen und da ist es ganz wichtig, dass ich gesagt habe, vielleicht wären es auch mehr wie 3. Wir müssen mal gucken. Also Ne andere Frage. Das, was ich so baue, gefällt das eigentlich dem Freier überhaupt oder dem ich denke Frei? mal schon, sonst hätte er schon was gesagt. Ja, man weiß ja nicht, ob er schon überhaupt mal was gesagt hat. Nein, frei taucht sowieso erst auf, wenn wir hier so halbwegs durch sind und die nächste Aufgabe ansteht. Also die erste Aufgabe heißt ja eigentlich nur, baut mir eine Stadt in der Renaissance. Mhm. Wie du dich erinnerst. Er hat ja noch gar nicht mehr gesagt, ich habe nur was Leuten hören. Also ich kenne ja so ein bisschen den Frei und weiß, dass der sich dabei was denkt, wenn wir hier so eine ganze Stadt hinkleistern müssen, was dann passieren Ah. kann. Hm?
Also Wird diese Stadt eigentlich größer als die anderen Städte oder sind die etwa gleich groß? Ich sag mal, wir gehen ja jetzt immer mehr in die modernen Zeitalter. Mhm, mhm, mhm. Und wenn du dich entsinnst, zum Beispiel das Zeitalter der Industrialisierung oder Steampunk oder solche Sachen. Steampunk ist ja Sagt man eher nix. so Fantasy, aber Industrialisierung sind zum Beispiel Fabriken, da gehören Städte zu und solche Sachen. Also wir gehen ja immer weiter jetzt in der Zeit voran. Das heißt, es wird auch noch den Wilden Westen geben, das wird lustig. Es wird die Piraten Ja, geben, es wird die das ist Welt ja der meine Elben Zeit, die Wilde geben. Westen. Genau. Die Kolonialzeit wird es noch geben, dann Industriezeitalter, wie gesagt, da ist Steampunk mit bei, dann kommt die moderne virtuelle Realität und Utopia. Das wird noch richtig interessant und damit ist die Reise aber noch lange nicht zu Ende. Weil ich kenne Frey gut genug, um zu wissen, dass er uns, wie gesagt, ja nur bedingt. Also ich erkläre dir das auf der Reise, würde ich Okay, mal sagen. okay. Das andere, die neuen, die denn dazukommen, haben die auch noch so Rollen da wie wir da, wie ich mit der Ja, wie Cowboy-Dude und dem gesagt, die Fuchs dürfen und sich so? auch ihre Epochen aussuchen oder ihre Lieblingsgestalt. Also ich sag mal so, bei Momentum ist es immer wichtig, Ja, ja, vorsichtig, einen vorsichtig, ne? Charakter zu verkörpern, mit dem man sich identifiziert. Das ist so Oh. die Idee dahinter. Und du hast ja schon, wie gesagt, von dir aus kamst du ja als Cowboy an. Also denke ich mal, Mhm. magst du den Wilden Westen und Indianer und so was alles. Und wie gesagt, so wie Padma halt die Piratenzeit für sich gewählt hat, das findet sie halt total faszinierend. Oder Kenshin zum Beispiel. Die Inquisition und das Nether und solche Dinge. Also wie gesagt, das End wird es auch geben. Das wird auch wieder von Kenshin vorbereitet. Das heißt, ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, dass das wieder richtig fetzt. Ja. Mm, Wie gesagt, und dann haben wir ja auch noch unseren Hobbit halt, ne, der ja auch noch eine Epoche für sich kriegt. Also das ist so ein bisschen so mein Ansinnen. Sucht euch eine Figur aus, die so ein, wo ihr euch wohlfühlt. Also wo Ich man, glaube, ich glaube, ich weiß, was die Moni möchte. Möchte wahrscheinlich ein Zeitalter haben, wo es Einhörner gibt. ja, zum Beispiel, warum denn Weil, nicht? weil sie mag Ja, Einhörner. warum denn nicht? Wie gesagt, also wir haben ja hier, wie gesagt, unseren Kirito und wie gesagt, ein super Team im Hintergrund. Das wirst du jetzt auch bei der Reise gleich merken, wie gesagt, die immer für alle möglichen Dinge offen sind und natürlich auch ganz viele Dinge umsetzen können. Das Einzige, was wir hier nicht machen, das sage ich auch allen, die jetzt sich hier beworben haben, es wird keine Mods hier geben. Ja, also ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, den Wilden Westen, wir haben ja schon Wild West gespielt. Man könnte ja dann diese Wild West Mods nehmen und solche Sachen, die raufknallen. Machen wir nicht. Nein. Ihr müsst wissen, dieser Server ist immer noch Java und Vanilla und hat ein paar Modifikationen. Ja, also wie gesagt, jetzt im Datapacks noch ein bisschen. Und wie gesagt, spezielle Plugins und Texture Packs und wie gesagt, alles ist serverlastig, damit da wir alle unterschiedliche PCs haben, die teilweise sehr alt sind, wie meiner zum Beispiel, Laptop. oder leistungsschwach sind oder so halt, oder Holzleitung besitzen wie Nonstop und Gucci öfters mal feststellen mussten, die haben mal zwischendurch immer mal gestrickte Leitungen, sag ich mal, oder müssen Trommeln oder Rauchzeichen geben. Genau. Muss So in das etwa. spielbar sein und deswegen haben wir ganz bewusst und vor allen Dingen auch aus Sicherheitsgründen, damit dieses Projekt natürlich auch noch in einem Jahr existiert und vielleicht in 2 Jahren oder 3 Jahren, Die Moni auf sagt, Mods verzichtet. die Moni sagt, sie braucht einfach ihre Controller-Mod, damit sie überhaupt spielen kann. Weil sie spielt nämlich mit Controller. Ja, das ist, also wie gesagt, was ihr privat da noch raufpackt, also das könnt ihr machen. Rio zum Beispiel nutzt privaten Texture Pack. Das heißt also, da sehen die Zombies und alles ein bisschen anders aus. Solche Sachen sind erlaubt, aber was wir eben nicht machen, sind zum Beispiel, wie gesagt, um Wild West zum Beispiel auf den Punkt zu geben oder Piraten, die könnten natürlich eine Mod nehmen, wo Schiffe zum Beispiel kommen. Machen wir nicht.
wenn wir sowas machen, dann sind das Data Packs. Ja, weil das hat etwas mit der Sicherheit zu tun. Das ist halt Kiritos Wunsch gewesen, wenn er sowas halt macht. Weil bei Mods, wisst ihr selber, die sind teilweise von anderen Leuten zusammengestellt worden und gemacht worden und da kann es manchmal richtig übelste Probleme geben. Und das wollen wir nicht. Also ihr müsst euch vorstellen, dieses Projekt, ihr wisst ja, wie gesagt, Craft Attack zum Beispiel ist ja etwas, was saisonal immer funktioniert, ne? Also das kommt immer so ab November und geht dann über den Jahreswechsel rüber und so. Oder Hermitcraft und solche Sachen, ihr kennt das ja. Und wir haben halt gesagt, wir steuern da so ein bisschen gegen und machen ein Langzeitprojekt, was über das ganze Jahr geht, also was vielleicht jahrelang geht, wo immer wieder mal neue Leute einsteigen, andere Leute aussteigen, wie auch immer. Also hier ist auch keiner gezwungen, hier wird keiner angekettet oder so. Und Nicht? Okay, dann tschüss. bleibst du hier. Oh, Also wie gesagt, also doch, angeketteter Bubu. Wir sind alle angekettet am Bubu. Das heißt, Ja, wenn wir davonlaufen wollen, genau, dann geht kommt nicht. Du kommst nicht ohne mich in deine Epoche zurück. Mist. Ja, also wie gesagt, es ist auch manchmal so, dass zum Beispiel, wenn ihr an letztes Jahr denkt, da war das so, da waren die Sommerferien Stine aus zum Beispiel verreist, also ist Stine dann kurzerhand von Pillagern entführt worden und ist dann für die Zeit des Urlaubs und für ihre Pause quasi ausgestiegen, bis wir sie dann Was sowas irgendwann in gibt? Rom Oh, wiedergefunden wie haben. genial. Ja. Wie genial. Also Oh, wie wie gesagt, ihr genial. müsst also auch keine Angst haben, wenn ihr jetzt sagt, ich habe Urlaub, ich bin krank oder sonst was. Wir basteln das immer dementsprechend rein, wenn wir das wissen. Also wie gesagt, das oberste Gebot bei uns im Team ist Kommunikation. Da arbeiten wir also immer noch ein bisschen dran. Also so ganz einfach ist es manchmal nicht. Aber wie gesagt, wir arbeiten dran, dass ich natürlich in der Vorbereitung immer weiß, okay, der ist da, der ist nicht da. Und, oder der fällt halt mal länger aus, wie gesagt, wie Henry halt auf Kohl fahren ist zum Beispiel, da haben wir das auch ähnlich gemacht, dass Henry halt in Rom zum Beispiel von der Lava verschluckt wurde, ne? Die ist ja Oh dann in den Videos nee. gefallen, ja. Das heißt, die ist gestorben, oder Ja, ja, wie? deswegen habt ihr ja gesehen, wie sie den Kopf verloren hat unterm Tisch in dem, in dem Video. Nee. Ja, sowas kann passieren. Oh. Ja, 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 ja. Und so in dem Fall, wenn man irgendwie so ein Ereignis hat und dabei stirbt, ist man sozusagen Also dann man wie stirbt ja nicht, nicht mehr. man gelangt halt nur in andere Dimensionen. Also Freyda lässt das ja nicht zu, dass man stirbt. Also wie Ach gesagt, so. wir haben Stine zum Beispiel in Rom in dem Irrenhaus wieder gefunden, halt mit dem Passierschein A38, ne? Und ja, das war sehr lustig. Wie gesagt, und eine Henry, die haben wir dann hier im Schnee wieder aufgebuddelt oder solche Dinge halt, ne? Also Okay, ja, das nice. oder Gucci war dann auch verschollen und Gucci haben wir dann zum Beispiel in Asien wieder gefunden, ganz oben im Tempel wurde er gefangen gehalten. Den mussten wir dann Oh, befreien. wieso wurden er gefangen Ja, gehalten? Was hat er wieder angestellt? gar nichts, der ist entführt worden. Zwischendurch Ah, kommen mal weißt du, die Pillager sind bei uns die Herren der Zeit. Und da kann es okay, manchmal aha. passieren, dass man von diesen grauen Herren entführt wird. Ja, Oh, weil das dann sind hoffe die ich einfach, Widersacher. dann hoffe ich, dass ich nie entführt werde von Oder diesen. Soltur. Soltur ist eigentlich auch immer jemand, der dann mal jemanden entführt halt. Okay, ja, das ist Genau, interessant. der Passierschein A38. Genau, und dieses Haus gibt es hier tatsächlich auf dem Server. Ich könnte ja im Grunde genommen den Nonstop da mal durchscheuchen. Das ist bestimmt sehr lustig. Also Ecki und ich haben nachher wirklich auf der einen Seite, wir waren schon so verzweifelt, wir haben uns so totgelacht und dann Stine, die die ganze Zeit in mein Ohr gesungen hat. Also ich sag euch, ihr Wieso, was hat müsst, sie denn gesungen? du kennst doch das Gibt's? knallrote Gummiboot, das Lied, ne? Aha, Ja. Und der hat den Knall. ja, in dem Rotes Falle war das Gummiboot. eine grüne Gummizelle, ja? Und das sang Okay, sie mir die ganze Zeit ins gibt's von Ohr. dem ein Video? Gibt's von dem ein Ja, Video? Das ja, muss ich mir gibt's einen ganzen anschauen. Stream. Ja, gibt's einen ganzen Stream. Also da haben wir Ah. Asterix und Obelix, also die Gallier befreien müssen und das war so herrlich, ey. Wir haben so gelacht. Ich habe so rum. Oh, die Moni sagt,
Ja, durchjagen. Nein! Ja. Seite dir die ganze Okay, ich Zeit. würde Was? sagen, wir fangen mal an. Pack mal deine Blöcke in die Tasche zurück und dann, ja, entführe ich dich mal durch die Epochen. Ja, Du warte mal ganz bekommst, kurz, macht man's. da bekommt er nur Schiss, ja. Ah, das war richtig. Oder Leo kann auch ein Lied davon singen. Das sind manchmal auch so Dinge, so Situationskomiken halt, ne? So, Leo baut da seine Pranks und in dem Moment, wenn die Dinger dann explodieren und eine Eule über dir rüberfliegt, dann denkst du wirklich, die Eule hat gepupst. Und Leo und genau. Und Leo und ich, wir haben wirklich echt fast eine Viertelstunde so So, einen ich bin Lachflash ausgerüstet. gezogen. Ja, gut, okay. Also, dann fangen wir am besten an mit der allerersten Epoche, wo wir angekommen sind. Jetzt muss ich mal gucken. Uh, So. wir Wieso beginnen habt bei der ihr? Steinzeit. Nein, Arrrrrr. nein, ich habe keine Waypoints mehr. Weißt du warum? Weil der Server umgezogen ist. Ich muss Und du hast zurück. die Waypoints hier drüber Ach genommen. du Schande. Und Das ist ganz einfach. Du musst dir den ganzen Ordner mit dem Waypoint vom einen Dings darüber nehmen und du müsstest dann Minecraft nochmals neu starten. Dann hast du okay, alle wollen wir das Waypoints kurz drinnen. machen? Wollen wir das kurz Ja, machen? Okay, ja. das heißt, ich muss meine Xeros-Map, was muss ich da? Alles, was mit World und mit Dings, Waypoints zu tun hat, musst du vom einen Ordner in den anderen Ordner verschieben. Und du musst dann komplett Minecraft nochmals starten. Das heißt, Minecraft kurz beenden und nochmal starten, damit alles aktualisiert wird. Eieiei, warte, ganz langsam. Okay, das heißt, ich muss jetzt im Grunde genommen beigehen und das, was ich in der 1.21 in der, äh, wo sind die Waypoints gespeichert? Das ist, und, warte kurz, hast du auch Zeros Maps und so? Ja, Warte mal ganz kurz. ich Warte kurz. minimiere das mal hier kurz, dann gucke ich mal in den Ordner, wo ich das finde. Mein Bau. Ah, hier, okay, ich hab sie. Okay. Ah, okay. Die muss Und ich hi quasi Swiss, alle herzlich nehmen. willkommen. Die muss ich alle dann quasi in Minecraft in die Waypoints reinschmeißen. Genau, einfach den Initialisieren. der gesamte Ordner von einen Ordner in den Ja, anderen die habe Ordner ich ja packen. drinne. Das verstehe Ja, ich das ist nicht. aber wahrscheinlich nicht aktualisiert. Warte mal. Ja, die sind hier eigentlich alle drinne. Hab die alle hier drin? Weil ich habe jetzt einen Waypoint. Weil ich hatte noch nie einen Waypoint. Ich habe jetzt damit mein Bauprojekt. Backup. Warte Okay, mal das. kurz. Mal kurz Unter das runter. welchen muss ich das reinsetzen? Das ist Ne. Multiplayer. Da muss ich gucken, Ja, wo hallo Momentum ist, Leo! ne? Herzlich willkommen bei mir im Livestream. Nonstop, das bekommt Bubu doch nicht hin. Ich kenne doch unsere Bubu. Das kriege ich Doch, hin. das kriegt sie schon hin. Mit meiner Anleitung kriegt sie das hin, Leo. Und hi, Leo. Ey, das ist wirklich, sowas muss man mit ihr zusammen machen. Ja, das mache ich ja mit ihr zusammen. Ich habe gesagt, sie muss den gesamten Ordner kopieren mit Steuerung C und dann in den anderen Ordner gehen und dann Steuerung Ja, V machen. der ist ja hier drin und deswegen. Das ist wahrscheinlich nicht aktuell. Weil du musst die Daten vom 21.1 in die Daten 21.4 rüberschieben. Und ich bin jetzt Aber auf der einen. dass der Leo Tera hier Nee, in da meinem hat er auch Stream ist. recht. Nee, da hat er auch recht. Das ist einfach so. Nee, da müsste Nee, ich aber die das Version ändern und so. Das ist jetzt blöd. so Versionen ändern. Ja, weil das bei mir so ist. Leo weiß, was ich meine. So, das kann nur schief gehen. Ah. Backup. Leo meint, es kann schief gehen. Nee, wie gesagt, weil ich habe ja jetzt bei mir immer die Version auf meinem Desktop. Und habe doch immer So. gewechselt. Ich gehe ja nicht über Mhm, Curse. mhm.
Ne? Und von Ja, ich daher, habe Prism Launcher und da kann ich natürlich gut vom einen Ordner habe ich kann alles man die rüber nicht, warte kopiert. mal, Export, gibt's denn nicht Import? Doch, sollte es eigentlich geben. Das muss doch hier auch Ja, eine das hast du Import. gemacht, genau. Ich muss nur gucken, wo im Import ist. Wenn ich Import finde, dann müsste das gehen. Aber wie gesagt. Gibt es so mal Restore Default Settings? Nein. Wisst ihr, ob sowas wie ein Import gibt? Filter. Muss ich via Bildschirm übertragen und dir helfen? Nee, nee, wir werden das schon hinkriegen. Ah, mal eine Frage, Versuch, hat Leo, Entschuldigung. warte mal. Versuch Import im Suchfeld. Ah, da meinst du. Nö. Export. Mir nützt ja Export nichts. Ich will ja importieren. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Das ist ärgerlich. Map Switching Options, Cave Mode, Open Settings, Control, Export. Ich will ja nicht exporten. Track Player Mini. Waypoints. Mimi könnte es wissen, ja. It's not displaying waypoints from the same waypoint subworld as you are. Maps. Das brauche ich nicht. Weil dann ist nämlich die Plotwelt hier momentan auch, warte mal, gibt es denn hier Optionen übertragen? Jetzt willst du schon Sachen. Hier ist auch Der Hund schnarcht wieder. übertragen. Sammlung lernen, einfügen. Das ärgert mich jetzt, ey. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ja, hallo, herzlich willkommen, Jonas. Warum nicht überleben, sondern kreativ? Weil wir momentan eine Stadt bauen und es gibt hin und wieder Projekte oder Abenteuer und sind in den Survival. Weil stell dir vor, du müsstest all das, was ich jetzt hier gebaut habe, in Survival bauen. Alleine. Und dann Prostnägele. Viel Spaß dabei. Ja. Das ist richtig ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich jetzt. Oh, das Also ärgert mich. es gibt dann schon nur Zeiten, da muss man dann den Survival machen. Aber solange wir jetzt hier im Aufbau sind, dürfen wir jetzt da im Kreativ bauen, weil wir sonst nicht vorankommen. Gibt schon Sachen, die sind alles Survival. Macht er auch nicht. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Ja, tschüss, Leo. Okay, dann müssen wir das verschieben. Okay. Dann müssen wir Schade. gucken, dass wir das ein andermal machen. Das tut mir jetzt leid, weil das ist mir jetzt einfach zu tricky, weil sonst muss ich hier nämlich alles neu machen. Gut, dann machen wir uns weiter ans Dekorieren. Bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, weil, wie gesagt, das funktioniert sonst nicht. Das funktioniert sonst nicht. Aha, Ja, wie okay. gesagt, weil bei mir die Karte vollkommen zugedeckt ist. Ich denke mal, das hat Kirito momentan auch so mit Absicht
macht, weil ich wüsste jetzt auch gar nicht. Ach, was will ich denn da drin? Äh, wir machen das später mal. Guten Okay. Abend. So offiziell happy. Ui. Okay. Ja, mir geht's gut. Wie gesagt, ist ein bisschen, wie gesagt, wir sind hier auf einem neuen Server angekommen und jetzt sind natürlich meine Waypoints alle weg. Ich habe nämlich nicht dran gedacht, dass ich das natürlich dann mit rübernehmen muss. Hm, ich habe natürlich jetzt die Wahl, also wie gesagt, ich könnte mich jetzt ausloggen und ich könnte jetzt das alles machen, weil ich weiß, was der Leo gerade meinte, was ich tun soll. Aber das ist mir jetzt einfach zu umständlich, also mache ich mich jetzt nochmal da dran. Wir hatten ja hier ein paar Blöcke zusammengesucht. Ich nehme mal. Wir hatten ein paar Blöcke zusammengesucht. So, dann machen wir das jetzt nochmal. Ich suche jetzt nochmal zusammen. Ähm, das hier, dann hatten wir ja hier irgendwelche Baublöcke, wo ich am Überlegen war. Ah, Das du was, du kannst besser. überlegen? Ja, ja, sowas kann ich zwischendurch auch. Ah, okay, okay. Hätten zum Beispiel, können wir hier mit reinnehmen. Gitter habe ich. Genau. Gucken jetzt einfach mal alles durch, was sich so eignet. Und ich muss halt immer ein bisschen Auf einer aufpassen, dass wir hier halt nicht zu viele Seite eine Entities Treppe, auf der anderen Seite verbasteln. nicht. Was? Warum ist auf der einen Seite eine Treppe und auf der anderen Seite nicht über die Tür? Ich möchte Diamanten. Das ist das Augustinerkloster aus Erfurt, was ich hier am Bauen bin. Und das ist ein Gebäude, das stammt aus der Renaissance. Denn wir sind hier in der Zeitbranche Renaissance. Was meinst du jetzt mit der Treppe? Ich habe doch nirgends eine Treppe. Treppe? Warum ist auf der einen Seite eine Treppe und auf der anderen Seite nicht über Vanillinium, dann mal sowas hier ein bisschen. Schauen wir mal. Bei dieser einen können wir leider nicht nehmen, weil die haben Endgestein drin, die hier. Verstärkte Tiefenschiefer. aber was meinst du damit? So, okay, dann schauen wir doch. Was hier mit den Dingern hier? Da könnte man doch gern und mal erhält. Das fällt ja runter, wenn man. Was hier? Man kann die leider nicht kopfüber. Halt. Oh, das ist wieder hier mit. Ja, dann machen wir das hier einfach. Wo die Kette da. Einfach mal was an. Trichter könnte man auch nehmen, aber das Problem ist auch bei Trichtern, wie gesagt, es sind halt Dinge, die halt Ressourcen verbrauchen. Ob jetzt Dinge so wirklich Sinn machen, ist ja mal dahingestellt. Oh, doch mal. So, und dann, hab dann einen frei. Oh, und dann könnte man jetzt. Oh,
Dann müssen wir mal gucken, vielleicht sehen diese Gitter besser aus. Einfach mal was trauen. Ah, die das in Dingen machen. Halt einfach mal anfangen. Weil man hat ja immer so viele kaputte Man könnte natürlich auch, wenn dass das wie so ein Geländer ist. Mal die Ketten hier nochmal weg. Hm. Okay, da passt es. Okay, dann müssen wir hier auch. Also wie so ein Geländer. So ihr Geländer. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, und dann so. So. Oh, so. Bubu, eine Ja, Frage. ja. Ich komme kurz zu dir. Ich habe eine kurze Frage. Ich teleportiere mich kurz hier. Hey, jo. Teleport, ne, So. Teleport, Nonstop zu Robubu. So, ich habe eine Frage. Mhm. Geh mal kurz hier zum Eis nach vorne, hier hinter dir. Ich habe ja hier bei meinem Dings habe ich ja so ein Fenster, das so aussieht. Mhm. Und dann müsste es irgendwie genau gleich so, müsste es aber so schräg werden. Das heißt, irgendwie dann so schräg. Wie macht man das am ehesten dann, damit oben dran, wenn man es so schräg macht, dann diese Kante hat? Wie löst man das am ehesten? Stell dir mal dich da ran. Jetzt ist es aber zu. Da muss man rumprobieren. Den muss man. Das wäre gerade und du willst den schräg haben. Jetzt muss diagonal sein, ja. Ah. Oh, Dann muss ich es nicht 2 breit machen, dann mache ich es 1 breit. ja, du hast ja hier Ah. zwei Ja, ja, und ja, ja. hier hast du ein. Ja, Ja, ne, dann doch, weil es das sind das ja kann ja s dann, wenn du den einen weiter dahin baust, dann passt das nämlich nicht mehr. ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, weil ich, habe grade überlegt, wie ich das am besten und am schlausten mache. Oder wenn man sie hier mit dem Dings oben Ja, siehst arbeitet, du? dann, allenfalls Moment kurz, muss kurz versuchen. Weil optisch wirkt es verkürzt. Ja, warte Dann, kurz, wenn man dann da mit dem Dings arbeitet, obendran noch, würde denn das auch noch gehen? Allenfalls so? hm, Würde doch an und für sich auch fast gehen. Aber dann ist es irgendwie zu breit. Ich glaube, ich mache es einmal anstatt. Aber danke dir. ja bitte. Ah, mach unten noch ein paar Häuschen hin. Ähm, oh, wurde ein neuer Ort aufgedeckt, den hatte ich noch nicht vorhin. Doch mal irgendwas ausprobieren. Das ist Na, gar na, nicht na, so na. ein.
mal irgendwie. Hier hin. Das ist das, was ich meine halt, ne? Da fallen euch dann die Dinger wieder runter. Da könnte man. Ding, ding, ding. Oh Mann. Okay. Einfach mal so ausprobieren, dass das einfach mal so ein bisschen. Ne? Hm, warte mal, wir könnte so ein bisschen farblich. Okay. Weil wie so eine Fensterbank dann ist. Weil hier passen die. Da könnte man lassen. Da könnte man dann höchstens ja, ja so mit Blumen agieren. So, Falltür dran machen. Okay. Dann haben wir hier oben was. Da können wir das auch so machen. Ich bin gleich wieder für euch da. So, und dann hier wieder was daran. Hm, man ja da machen. Und mal 2 Sekunden, bin gleich wieder für euch da. Halt, mal die hier überfließen. Was sieht das aus? Was nicht? Ubu, ich bekomme Ja. jetzt gerade Hunger wegen meiner Moni. Was? Sie schreibt im Chat, ich mache mir jetzt Kroketten in der Heißluftfritteuse und ein paar Gurken dazu. Ah. Ah. So, und dann nehmen wir einfach mal so Kontrastprogramm. Können ja auch die. Müssen wir nur aufpassen, dass wir eine richtige Richtung zeigen. Ja, das wäre doof, wenn die dann. So, ich muss noch ein Stück. Ja, doch. Ja, doch. So, kann passieren, bin auch so ein Spezialist, der sowas immer vergisst. Ja, ich habe vorhin auch beinahe vergessen, meine Voice Mode zu aktualisieren, weil wir eine andere haben. Ich bin ein bisschen betrunken, also nicht wundern, wenn nicht. Ja, das solltest du nicht machen, dann geh, dann geh mal lieber Was? schlafen. Jemand ist bei dir betrunken? Ja, da ist die beste Lösung, ins Bettchen zu gehen. Oh, sag ich mal so. So, okay, dann machen wir hier so. Einfach so, gar nicht als Dinger, sondern das ist dann eher so, ja, wie, ähm,
Ja, muss. Okay. Ketten noch. Kann man nicht. So, nehmen wir mal Glas. Setzen wir mal das Glas ein. Da würde ich sagen, nehmen wir das hier. Ja, ich Einfach weiß, dass so. die nicht auf schräg connecten, Moni. Das Aber ist. es geht irgendwie unter hier. Es müsste, diese Wand hier müsste sichtbar sein. Und diese Wand müsste auch sichtbar sein. Es geht unter, es verschwindet hinter der anderen Wand. Das ist das, was ich gerade im Überlegen bin. Oder mein anderer Gedanke ist, ob ich das Ganze um insgesamt 4 Blöcke weiter verschiebe nochmals. Das wäre das andere, was ich machen könnte. So, nicht einfach mal so. Ja. Einfach mal merkwürdige Blöcke benutzen. Ja, hier können wir zum Beispiel den mittleren rausmachen und mal durch Gitter ersetzen. Und was man jetzt zum Beispiel auch machen kann, man kann jetzt zum Beispiel beigehen und einfach mal so random Dinger hier einsetzen. Wie gesagt, das geht ja im Kreativ eigentlich immer ganz ruckzuck. Fatzi, fatzi. Dann bekommt das ganze Haus hier nämlich schon mal eine ganz andere, einen ganz anderen Charakter. Einfach mal beigeht und random Blöcke. Oder wie würde denn das Bubu machen, damit es mehr zur Geltung kommt? Wenn ich mal das so fragen darf. Was würde ich wie machen? Das, was ich hier dran bin am Bauen, Keine Ahnung. Weil ich dann komm mal versuche mich hierher. hier gerade auf mein Haus zu konzentrieren. Ah, Es du ist versuchst. nämlich auch nicht gerade einfach gerade. So, dann müssen wir mal gucken. Nee, ich würde da schon die Dinger nehmen. Na, wieder. Machen sich einfach am Blitzdinger. Hat sie schon Blitzdinger. Na, die ich hier raus. Jetzt halt mittlerweile. Das geht im Kreativ natürlich immer am besten. Das ist klar. Also mir nur noch eine passende Spitze da oben denken. Aber es ist ja auch schon wieder 10 nach 10. Naja, die Ja, ja, ja. Zeit, wenn du im Kreativ baust, rast die Zeit noch schneller, als wenn du im Survival bist. Ja, und ich habe hier wieder Weil du so ein Dilemma. halt. So. Ja, ich kriege welche solche so gewisse Dilemmas. Du hast ein Dilemma. Gibt's eigentlich auch mal was anderes als Katastrophen bei dir? Sorry, Bubu. Wie schon gesagt, ich bin das erste Mal so am Bauen Ja. und ich habe noch nie irgendwas so im Stil gebaut. Weil ich habe es früher halt immer aber alles gut. Schaut mal die anders Umwandlung gemacht. hier. Aber Jeder, eben, ich weiß es nicht, damit das Ganze besser sichtbar ist. Weil wenn ich so von vorne anschaue, sind die anderen Fassaden vorne im Weg. Wie kann ich das machen? Muss ich dann in dem Fall das Ganze weiter verschieben, damit ich mehr Platz habe? Oder das unter Umständen manchmal die beste Lösung, aber nicht immer halt, ne? Ich weiß, ich rede wieder dreht's.
So. Ja, ganz so Block bleiben. Das Ich glaube, das mache ich am besten so. Ich schiebe das Ganze nochmals um 4 Blöcke nach rüber, dann habe ich mehr Platz. Kann ich das dann noch ein bisschen ist, wie gesagt, das ist manchmal richtig schwierig. Also es ist Doch, manchmal das gar würde nicht an so und für sich einfach. gehen, wenn ich um 4 Blöcke das Ganze verschieben würde. Das würde gehen an und für sich. Oh. Hier nämlich auch gerade. Versuche gerade irgendwie langweilige Blöcke interessant zu kriegen. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich denke mal, die Variante ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das kann man so lassen. Ja. Als so Vorderseite, ne? Weil die Seiten haben wir ja noch nicht gebaut. Wir haben ja jetzt nur mal geguckt, was können wir an bekloppten Also 1, 2, Klötzen 3, nehmen. 4. Nicht rausbringen, bitte. Slash Paste. So. Und jetzt kann ich das Ganze nochmals einmischen und nochmals und dann geht das besser. Also wie gesagt, solche Sachen kann man dann auch fast jetzt hier insofern nicht, dass ich ja oben diese Klaviertasten. Warte, was klaviert hat? Das Ich kann ist ja so mal doof. probieren, ob er die Notenblöcke setzen kann. Das auch. Einfach mal das so ein bisschen zweckentfremden. Schaut mal, das sieht nämlich auch wieder so ein Muster halt. Ne? So. Ich finde das gar nicht so Muster hat. Ich finde das gar nicht schlecht. Warum soll man nicht auch mal Notenblöcke nehmen und die verbauen? In der Hausdeko, oder? Was meint ihr? Geht doch. Das ist mit dem Boden jetzt gerade ein bisschen schwierig. Aber ihr seht, es geht alles. So, und schön wird es natürlich erst, wenn innen drin natürlich auch Licht an ist. Und ja, aber ich denke mal, dass man einfach mal so ganz andere zweckentfremdete, genau, finde ich auch, diese Notenblöcke, dass die da richtig reinpassen. Und man muss halt nur aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Das heißt also, ich werde die nur hier vorne und sehr wahrscheinlich nur hier hinten einsetzen. Ja, also hier auf der Seite. Aber nicht irgendwie an der Seite. Also hier habe ich sowieso noch gar keine Fenster dran, weil ich gucken wollte, wie wir das mit dem Weg und so machen. Aber ich denke mal, das ist mal so eine andere Ah! Variante. Gar nicht so schlecht. Weil die auch wieder so. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir einfach viel zu wenig auch mit Notenblöcken bauen. Also ich bin der Meinung, man könnte auch mal ein ganzes Haus draus bauen. Warum nicht? Bestimmt sehr interessant aus. Nee, gefällt mir. Einfach so ein graues Gebäude einfach mal so ein bisschen anders und interessanter zu kriegen. Wir können ja mal beigehen und Ah. wo war denn jetzt der Eingang von dem Ding? Hat das überhaupt einen Eingang? Ich Nein. verabschiede mich für heute. Tschüss, Chase. Danke, warst du da. Bis zum nächsten Mal. Es ist natürlich cool, wenn man hier in dem Haus keinen Eingang hat. Ich keine Tür drin? Nee, du hast keine Tür drin. Warum? Türen werden überbewertet. Ja, genau. Türen werden überbewertet. Okay, dann Man muss kommt ja nicht in hier Gebäude reingehen. Es muss ja quasi alles eine nur optisch Tür sein. rein, ne? Okay, das ist heißt Muss ja hier. alles nur optisch sein. Okay, hier wäre dann die Tür. So. Dann nehmen wir jetzt einfach mal und machen den Boden rein. Und dann brauchen wir noch eine Seelaterne für Licht. So, aber das sind ja die improvisierten Dinge, die wir machen, ne? Was du improvisierst, also echt, Ja, ja, die sind also ja nicht Pupu. eingerichtet. Die sind ja dann noch nicht. Der Pupu, das kannst du nicht Also noch machen. keine Treppen und so drin, aber zumindest muss Licht rein, damit
hier keine Monster drin. Ach ja, Bubu. Mhm. Moni meint jetzt, und von wegen, und sie soll gemein sein? Weil ich habe hier vorhin ein Bild gepostet von meinem Abendessen. Weil bei uns gab es heute Arbeiter Cordon Bleu mit Teigwaren und Blumenkohl. Und das ist bei uns, nennt man das, ich weiß nicht, ob ihr Servalas kennt. Kennt ihr Servalas? Mhm. Das sind so Würste, die werden aufgeschnitten. Dann kommt der Käse rein und das Ganze mit Speckmantel Naja, gemacht. mach mir mal Hunger. Darf um die Uhrzeit nicht mehr essen. Oh, Und wieso er darfst du macht mir oder Hunger. Ja, ich muss ein wieso? bisschen auf meine Werte achten, sage ich mir. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste und ich möchte gerne noch bis 90 streamen können. Was? Ja, ich werde euch, wenn ich 90 bin, immer noch auf den Geist gehen, glaubt's mir. Oh mein Gott. Oh, Habt ihr das gehört? Sie will mit 90 uns noch auf den Geist gehen. nochmal Licht rein. Wieso, wie alt bist denn du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich, 59. 59? Ah, Ja. okay. Nächstes Jahr feiern wir alle meinen 60. Das heißt, ich muss noch zu dir nach in Deutschland kommen, oder wie? Nö, dann machen wir eine riesengroße Streamparty. Streamparty. Ich hätte sehr gedacht, wir kommen zu dir nach Deutschland. Ah, so viel Platz habe ich gar nicht. Außerdem muss ich ja mal so ein bisschen aufpassen, ne? Ja, da Wieso? ist nicht so viel mit Besuch einladen durch meinen Mann. Da ist ja noch was. Aber wer weiß, wie nächstes Jahr das alles ausschaut. Wir sind da sehr optimistisch, dass das alles so klappt in Zukunft. So, okay, jetzt haben wir hier da schon drin. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich würde sagen, wir nehmen auch so eine Tür und setzen die da rein. Naja, also ganz perfekt ist es nicht. Es gibt einfach keine dreieckigen Blöcke. Es ist einfach. Und damit Obwohl sie müsste man auch mal. eckig sind. Nee, ich meine einfach dreieckig, so schräge Ja. Blöcke. Das wäre so genial, wenn du einfach so halb abgeschnittene schräge Blöcke hättest. Dann musst du mit dem Texture Pack von Aventus spielen. Oder Äh, dem von Janus. wieso meinst du, sie ist nicht 59? Wie kommst du darauf, dass sie nicht Wir 59 halten mich ist? für jünger. Wie alt würdest du denn die Bubu schätzen, wenn ich fragen darf? Meisten denken alle so um die 40. Also 35 bis 40 geben die meisten. Ich finde das Oder immer sehr sagt man so, interessant. wie alt schätzen du überhaupt Gucci, falls du Gucci kennst? So, okay. Das, was wir natürlich noch nicht gemacht haben, ist uns Gedanken zu machen, wie wir das jetzt hier mit diesem Strand hinkriegen. Sieht das richtig genial aus. Nee. Vivi, das will ich nicht hören. Lesen. Bist nicht dumm. Niemand ist hier dumm. Hier gibt's keiner dumm. Man jetzt einfach so ein bisschen. Halt mit dem Eis nicht. Ach, aber das kriegen wir hin. Gucci ist Yeah. 100. Wer schreibt das? Gucci ist 100? Keine. Gucci ist 100. Okay. Boah, zum Glück ist Gucci nicht da, wenn er das hören würde. Der würde gar nichts sagen. Der würde sagen, ja, alt und weise. Er hat da kein Problem mit. Gucci müsste doch ein Ü60er sein, wenn mich nicht alles irrt. Ich sag mal so, Gucci ist älter wie ich. Ist unser Ja, weil er hat hier mir bei mal uns. gesagt, er ist Ü60er, er geht gegen die Pension zu, hat er mir mal gesagt. Genau. Er ist der älteste bei uns. Was? Ah, So, jetzt haben wir das hier so ein bisschen mal. Dann könnten man ja mit
dem hier zum Beispiel arbeiten. Ach, Bubu, wieso geht? Ja, weil du auf Ah, Eis kein Schnee packen kannst. Das nicht? Das nicht. geht leider nicht. Wäre schön, wenn es gehen würde. Aber es geht nicht. Also muss man hier so ein bisschen. Ah, ihr versteht schon. Ja. Macht sie da wieder komische Geräusche. Die Bube macht einfach. Einfach so improvisiert. Ihr versteht schon, was ich meine, ne? So, und schon seht ihr halt, Was meinst denn du? dass man hier so Stück für Stück halt auch so eine Keimmauer machen. Dann nehmen wir mal an, das sieht ja einfach mal. So, überlegen mal, wo kann man jetzt hier so eine kleine Mauer machen? Hier ist ja der Weg. Ah, Vivi, nicht, nee, dann nicht. Das ah. ist allgemein, du bist nicht dumm. Das will Moni und ich nicht hören und die Bubu auch nicht. Ja, eine. So, damit man hier natürlich nicht ins Wasser fällt, ne? Ist klar. Man könnte hier zum Beispiel bei Gehenheit das nochmal hier wegmachen und verlängern. Ja, also so sieht es dann schon viel besser aus. Hallo, herzlich willkommen, Kai. Schön, bist du auch in meinem Livestream. Ich muss jetzt auch mal bei dir reinschauen. Und Bubu will nicht einmauern. Bubu will mich. Oh, wieso will dich denn Bubu einmauern? Was hast denn du wieder bei der Bubu Ich, angestellt, dass das Bubu das einbauen also will? wenn Nonstop was von Zerbelat sagt, dann ist er ja wie ich Schweizer. Genau, Wusimu ist nämlich auch ein Schweizer und ist ein neues Mitglied bei uns auf dem Community-Server. Ja, den habe ich gestern in meinem Stream gehabt und habe erfreut festgestellt, jetzt seid ihr schon zu dritt. Die Wer Schweizer denn? nehmen immer, Wusimu ist auch ein Schweizer Jung. Mhm. Wusimu? Ja, Wer ist Wusimu? Wusimu ist auch ein Schweizer. Aber der ist nicht bei mir im Stream, oder? Der ist bei dir im Ah, Stream. Wusimu ist auch auf dem Community-Server. Ja. Ah, okay, okay. Ja, eben Kai, was hast du? Ah, nee, na, sie will eine Kai-Mauer, Mauer. Ah, eine Kai-Mauer machen. Ja, Okay, eine Kaimauer. Random. okay. Es ist sozusagen so ein kleiner Running Gag bei uns. Ah, So, jetzt muss ich mal gucken. Warte mal, kann man an Falltüren kann man doch auch komischen Lampen machen. komische Lampe. Und den komische Lampe. Ja, so komische Laternen ran. Mal kurz, ich Oh, glaube, ihr macht ja noch einen nein, die so. müssen doch. Nee, ich will den so. Was ist das? Da soll ich ein Grab machen. Warum können andere da Laternen dran setzen? Genau, Kai, dann bleib einfach bei uns. Bei uns wirst du nicht eingemauert. Weil sowas machen wir nicht. Wir mauern hier niemanden ein. Außer Leute, die AFK sind. Die werden eingemauert. Oh Mann. Ich So, schaue jetzt. doppelt. Warte Bubu mal. und Nonstop gleichzeitig. Ah, das ist nice. So. So. So, Meine wunderschönen Lampen. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt Schön ein witzig, bisschen euch die beiden Fenster. gleichzeitig zu schauen. Ja, wie gesagt, das ist momentan so der Tipp, den ich immer allen geben kann. Weil wir haben momentan wirklich so das Problem, dass wir halt ein bisschen unterschiedlich
Ja, ich sag mal so, soll ich sagen, das Problem haben, dass wir so ein bisschen an unterschiedlichen Ecken bauen. Sagen wir mal so. Ja. Die Moni bringt mich langsam auf gute Ideen. Ach, Moni. So, ihr seht also, man kann also so Stück für Stück halt beigehen und sagen, okay, man fängt an zum Beispiel mit Ranken und was alles. Mit Gras, mit diesen Kopfblättern kann man dekorieren halt. Müssen wir mal gucken, wo wir die hier hinsetzen können noch. Ja, die kann man nicht auf sowas setzen. Sand und etc. So, und dann kann man zum Beispiel beigehen und dann diesen mal ein bisschen machen. Also es muss nicht viel sein, einfach nur so mal so punktuell einfach so ein bisschen Zeug daran setzen. Ja, weil das ist Wuschi, Wuschi, Waschi, Waschi, ihr versteht schon. Weil es gibt ja leider hier nicht so, sag mal so, diese Wizard-Rosen, ja genau. Oha! Damit Gucci sie wieder sticht. Ey, Bubu, Ja. rate mal, seit diesen anderthalb, nee, warte mal kurz, 2,5 Stunden, wo ich jetzt schon am Streamen bin, Mhm. was meinst du, wie viel Mal wurde mein Kanal schon aufgesucht? Weiß ich nicht. Hoffe Schätze oft. mal, schätze mal, Ich hoffe oft. schätze mal. Ich weiß es nicht. Hab keine Ahnung. 102 Mal. Sehr schön. Wir stehen hier bei 51. Ja, hallo Harald, herzlich willkommen auf Aber alles gut. Harald. Ich habe damit kein Problem. Also nicht, wer das denkt, also es gibt keine Konkurrenz in unserem Team. Es gibt so eine Art Wettbewerb halt, also dass wir natürlich alle versuchen, so gut wie möglich euch zu unterhalten, aber letztendlich glatter Sand. Einfach nur Oh, das sieht Sand. genial aus. Sand. Nee, nichts an. Ich will einfach normalen Sand. Nein. Ja, weil sonst kann ich nicht meine Pflanzen hier hin. So, und dann muss ich da etwa 4 hoch. Jetzt muss ich da aufpassen, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Fehler mache. Ja. Da Heißt, wachsen, glaube ich, nur auf Kies an und für sich muss ich den hier machen. oder Ich muss ja normale dann Erde. hier. Warte mal kurz, jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss Ja, ich ich bin überlegen. auch Kann ich gerade hier überlegen? am Überlegen, wo ich das Zeug raufpflanze. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, Kurz zu den Glasblöcken okay. gehen. Geht nur um Wasser. Und das Das Wasser heißt, ich will gefriert. Zweierfenster machen. Ähm, jetzt muss ich So, mal. so. Doch, ich muss es so machen. Genau, danke, Nipod. Trinken nicht vergessen, genau. Probieren wir mal aus, wenn wir da Wasser reinmachen. Doch, genau, das kann ich so machen. Nee, geht nicht. Kann Es man ist so zu machen. kalt. Es ist Tatsache zu kalt. Es ist zu kalt, um meine Blümchen hier hinzumachen. Ich will doch nicht deine Traumtorre hinzumachen. Oh, Das arme ist Bub. ja. Ja, das ist Schicksal. Tel Aviv. Die brauchen Wasser. Ja, du hast gesehen, ich habe gerade Wasser hingesetzt, aber das ist denen wohl zu kalt. Weil das Wasser hier immer zufriert. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber weißt du, was cool ist? Warte mal. Halt. Es ist. Was ist cool? Ma, Hui. Ja, la 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 du la Schönes. la 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 la. Warum habe ich jetzt hier den? Hier können wir Ach so. Flaschendrehen spielen. Was? Warum steht da eine Was? Ziege? Warum Was? steht eine Bubu Ziege? spielt jetzt Flaschen spielen? Da, 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 di. Wenn Bubu Okay. Langeweile hat. Bubu geht dann den Chat ärgern.
Jetzt muss ich mal schauen, was der macht. Will ich jetzt auch. Hui! Das ist aber keine Flaschen drehen. Du müsst oh, jetzt dreht sich. Ja, hallo Thiago, herzlich Du willkommen in bist. meinem Siehst du, Livestream. guck mal, ich halt genau bei ihm ein. Oh, da bekomme ich einen Nee, Mist, Drehwurm. Ja, Mist, was muss ich jetzt machen? das ist voll lustig, weil wenn du Was das, muss ich jetzt wenn machen, dein Bubu? Chat mal, wenn dein Chat mal vergisst, Abo und Like zu drücken, dann setzt du dich einfach in ein Boot auf einer Glasfläche, auf einer wunderschönen Eisfläche und sagst, wenn ihr jetzt nicht sofort Abo und Like drückt, dann drehe ich mich so lange, bis ihr es getan habt. Ganz einfach. Aber weißt du, ob die überhaupt ein Abo gedrückt haben? Weil ich das sehen kann. So. Aber wo kannst du das sehen? Ich sehe es jetzt hier zum In Beispiel bei meinem OBS nicht. OBS. In meinem Wo, OBS kann sie, ich das wo sehen. siehst du es? Weil Was hast ich du für habe eine Einstellung? ich habe einen Tippy-Stream drin. Das heißt, bei mir kriegen die Leute immer eine Meldung mit Katze, wenn sie ein Abo und Like Ah. gedrückt haben. Aber ich bin heute mal lieb, ich mache das nicht so lange. Aber ich finde, schaut mal, ist das nicht schon eine geile Kulisse hier mittlerweile? Warum Ui. dreht sich bei dir nur dein Oh. Kopf? Uh. Ein Uh. Nonstop-Steckbroslicht, da dreht sich nur der Kopf, nicht das Boot. Hui. Nur sein Kopf dreht sich. Lustig. Das hat sich bei Ich dir auch wusste doch gefallen. schon immer, dass Schweizer seltsame Menschen sind. Dann mach du das. Bei dir dreht sich aber auch nur der Kopf. Mach Bei du mir das dreht mal. sich ja der Kopf. Doch. Hier dreht sich der Kopf. Also, das kommt immer auf den Chat natürlich drauf an, ne? Also, dein Chat sieht natürlich, dreht sich bei dir mit. Und wenn ich dir Ui, zugucke, wenn du dich aber weißt du drehst, dann was? dreht sich nur der Aber weißt du Kopf. was? Es ist mir das Nicht leicht schlecht. schwindelig. Es ist mir leicht schwindelig. Ist dir auch leicht Ja, schwindelig? so ein bisschen. Ja, so ein bisschen übel ist mir jetzt. Ich kann nicht mehr laufen. Mir ist schwindelig. Ey! Es blendet dir einfach Wasser da. Hallo? Es gefriert doch noch. Jo. Eingefriert Hier ist. Das geht stramm, leider was nicht ich. mal weg. Tschüsses, Wissi, schön warst du da. Danke dir. So, wenn, dann muss ich einmal nehmen und die Wasserquelle entfernen, dann geht's weg. Und das Wir sind gefriert dann nicht. kreativ, vergiss das nicht. Aber gefriert denn das nicht? Wenn du, nee, wenn du das im Survival-Modus machst, dann kann es dir passieren, dass das Wasser das Eis wegschmilzt. Aber ich glaube, das ist hier sowieso Blaueis oder, nee, normales Eis. Tschüss. Ja, hallo. Hallo. Was denn? Äh, Was denn? Ich wollte nur das Eis reparieren. Guck, ganz brav repariere ich das Eis hier. Siehst du das? Zum Glück können die ihre Kuchengabel nicht durchs Eis werfen. Ich höre dich schon blubbern hier unten. Hörst du sie auch? Blubbern. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, entwickelt sich das hier eigentlich immer besser. Also wenn ihr jetzt hier steht und guckt halt, hast du dir so gedacht. Zu langsam, zu langsam. Habt ihr gesehen, wie er mich gerade so richtig eiskalt ins Survival gesetzt hat? Hat nicht so ganz geklappt. Weil ich habe nämlich genau in dem Moment auf meine Leiste geguckt. So. auf welche Leiste? Ja, die über mal, also auf auf meine Inventarleiste. Mist, wieso machst du sowas? Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, finde ich das, wenn man von hier aus jetzt schon guckt, finde ich, ist das langsam schon eine richtige Stadtkulisse. Finde ich auch. Aber nur das Eis müsste nicht sein. Na doch, weil wir wollen ja hier noch so ein bisschen was bauen mit Schlittschuhlaufen und Schiffe kommen hier noch an. Warte Ah. mal ab, was Padma und Eki noch so vorhaben, das schmeißt dich weg.
Ich habe ja schon so einige Sachen, habe ich ja schon gesehen, die hier noch Aber hinkommen. du Bubu, ich glaube, da unten hast du auch noch einen Klotz kaputt gemacht. Meinst du? Mhm. Aha. Hier, das war's bestimmt du. Okay. Den da. Hallo, hallo Faultier. Hey, Die hallo Tricks Faultier. machen die alle mit mir auch immer. Ja, ja. Ja, ja, Bubu. Mhm. Was denn? Ah, Bubu, weißt du, was das bedeutet, Krieg? Och, kann ich gar nicht verstehen, wieso. Ah, So, nicht? Oh, ich fliege jetzt mal zu meinem ich kann das nicht Luftstützort verstehen. hier. Da. Edge. Luftschiff? Mhm. Ich bin weg. Was für ein Luftschiff? Oh, siehst du mich? Ich meine, dieser Heißluftballon da oben? Mhm. Hui, wer da ankommt. Aber Bubu, da müsste schon unten in den Korb reinsetzen Der hier. ist ja viel zu klein, aber ich viel zu dick zu. Da passe ich Nee, nicht rein. Und da hast du außerdem bestimmt sitze ich Platz. ungern auf Lagerfeuern. Die verbrennen immer meinen Puppes. Aber was ich immer so genial finde, weißt du, was ich so richtig schön finde hier? Guck mal, wenn du aufs Schloss guckst. Diese Symbole hier. Weißt du, mit diesen Mhm. Kreuzen und so. Ich finde Aber das du richtig Bubu, cool. mal eine Frage, was passiert, wenn ich da mache? Ups. Wieso ist die Bubu von der Höhe gefallen? Vor allen Dingen die Frage ist, wo bin ich? Ja, wo bist denn du? Wo bin ich? Wo bist denn du? Ich weiß nicht. Im Also, Krankenhaus? Wie passend. sie ist im Ich bin im Krankenhaus. Krankenhaus des Vorhands. Ach ja, du warst ja, du warst das letzte Genial. Mal du bist ja das letzte Mal im Bett gelegen Ja, da, genau. genau. Ich war ja ganz doll krank, ja. Ja, und wir haben ja dir herumexperimentiert und dich operiert. Jetzt such das arme Bubu den Ausgang vom Krankenhaus. Ach, ich muss noch eine Etage tiefer. Okay, jetzt der Ausgang. Also solange ich nicht auf dem Friedhof lande, ist alles gut. Mann. So, okay. Start. Hey. Okay, meine ganzen Dinge wieder einsammeln hier. Aber Bubu, wieso Ja, bist du einfach so von der Höhe gefallen? ich Hast wollte du... eigentlich gerade Richtung, warte mal, ich muss das alles mal in mein Da Inventar hinten wieder liegt noch packen. was. Hier Oh, liegt noch was. okay. Hallo ihr lieben Habe ich meinen Müll Zuschauer. jetzt eingesammelt? Ich wollte eigentlich hatte ich was ganz anderes vor. Und warum läuft hier ein Kamel? Ja, da wollte ich gerade drauf. Ich will reiten. So. Es wackelt mit den Auch Ohren. drauf. Würdest du bitte aufstehen, liebes Kamel? Wie steht denn das Ding auf? Wieso sitzt du hinterm Höcker? Weil du vor dem Guck mal, Höcker sitzt. da können wir Karten spielen drauf. So platt und viereckig Kannst wie du der ist. überhaupt Karten spielen? Oh, Oh, Lukas steht es er auf. steht Er auf. steht auf. Okay. Also lenken kann Hui! ich es nicht, weil ich habe keinen Sattel drauf. Wann habe ich Kann man überhaupt da überhaupt einen einen? Sattel drauf machen? Ja, ja. Sonst kannst du es ja nicht lenken, du. Hui! Ah, warte mal, ich mach mal Oh, einen jetzt Sattel bin ich drauf. vorne. Jetzt bin ich vorne. Oh, Mach jetzt mal einen sitzt Sattel er drauf. ab. Okay, jetzt müsste es besser klappen. Ei, Okay, wenn es wieder mal aufsteht, irgendwann mal. Kamele sind süß. Ja, So, komm, vor du allen musst Dingen nach diese vorne drücken. Wackeluhren. Klapper, Du musst klapper. nach vorne drücken. Du musst nach vorne drücken. Hui! Hattet ihr in Ägypten auch solche Transportmittel? Nee, da gab es noch keine Kamele. Warum nicht? Da wird er Das noch gehört aber nach Ägypten. ich, ich Sachte, glaube, sachte. da hatten wir noch in der 1.19, glaube ich, gespielt.
Ah! Jetzt muss ich mal gucken, wie wir hier irgendwie runterkommen, weil wir kommen mit dem natürlich logischerweise nicht über die Brücke. Wohin, Der wo tust du mich Hintern an? wackelt. Guck mal, wie Wohin, nonstop wohin, Hintern wackelt. hey, das ist nicht mein Hintern. Doch, das ist dein Aber eine Hintern. andere Frage, Bubu, wohin entführst du mich eigentlich jetzt? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ja, das Kamel Moment, läuft ja, 4, ich nicht bin ich. im Spektrum. Ah. Da die. Allein. Du, da hinten fehlt noch ein Block, hast du es gesehen? Was? Wo fehlt ein Geh Block? nochmal zurück, da fehlt ein Block. Ah, okay. Darfst ihn mal einfügen. Kurz einen Moment. Oh, ich kann ja gar nicht. Muss kurz absteigen, so geht's gar nicht. Praktisch. Alala. Alala. Lustiger wäre es, wenn hier noch mehr wie 2 raufpassen würden. Wo er wohnt. Ich weiß. Backeldi, backeldi. Hier ist übrigens mein Häuschen. Ein bescheidenes Hütchen. Muss man echt aufpassen. So, ich wollte euch nämlich mal etwas zeigen, was quasi... Da ist der Monster schon. Ich wollte nämlich mal was zeigen. Hinten nicht nur dein nettes Westernhäuschen und Gladys ihre Hobbitbude, sondern ich wollte auch mal zeigen, was in Zukunft so einigermaßen auch noch an den Hafen kommt. Da müssen wir mal hier bei Gucci vorbei irgendwie. Und seht ihr das schon? Eins von diesen legendären Schiffen. Und da haben wir ein paar von. Und die werden Tatsache dann auch in den Hafen kommen. Also solche Schiffe in der Größenordnung. Also manche kennen ja so die Schiffe auf dem Community-Server zum Beispiel. Also Aber so, eine andere Frage, warum stehen da Kanonen? ich weiß es. Warum auch dieses Kamel gerade über den Kaktus? Vor Weil allen du es Dingen, so in geführt welche hast? Richtung zeigen die Kanonen? Nein. Die zeigen auf das Schiff wird attackiert. Das wird seine Gründe haben, glaube ich. Okay. Es gehen hier manchmal sehr merkwürdige Dinge vor. Aber zumindest steht dein Planwagen noch und deine Pferde sind da. Ja. Das ist nämlich der Saloon von unserem Nonstop. Ja, das ist sein Häuschen hier und jetzt watscheln wir mal quasi zu Gladys rüber. Weil Gladys hat ja, das ist übrigens Gucci sein Haus, wie man unschwer erkennen kann. Ich finde diese Bilder, wie gesagt, finde ich wunderschön. Wir müssen nur noch rauskriegen, weil Goten, die ja ursprünglich die gemacht hat, die ist ja leider nicht mehr im Team. Und müssen wir mal rauskriegen, wie die gemacht werden. Oh, vielleicht macht Goten. Ja, hallo Thiago, willkommen zurück. So, dann schauen wir doch mal. Übrigens, das große überdimensionale Haus da hinten, das ist von Leo und Mimikry. Also Mimi Was denn wisst ihr von ja... Leotera oder wie? Genau, Leotira und Mimikry. Mimikry, wisst ihr ja mittlerweile ist meine Bauteamleiterin vom Community-Server. Und der Leo, wie gesagt, der geht so ein bisschen jetzt momentan seine eigenen Wege. Das muss er zwischendurch auch mal, weil ihr dürft nicht vergessen, als er Momentum angefangen hat, hat er auch Tatsache ganz frisch im Grunde genommen angefangen zu spielen in Minecraft wieder und so ein paar Projekte gemacht und so und muss natürlich für sich erstmal seinen Weg finden. So, ich gehe mal hier ein Stück hoch, damit ihr das Hobbit-Haus da drüben könnt. Also hier ist das Hobbit-Haus von unserer Gladys. Das ist übrigens auch komplett eingerichtet. Die Häuser sind hier alle komplett eingerichtet. Und die Okay. Geschichte dieses Dorfes hier ist eigentlich, wartet mal. Hm, ich konnte es gerade nicht lesen. Da muss ich gleich mal gucken, wenn die Meldung reinkommt. Es war so schnell gerade, aber vielen, vielen lieben Dank.
So, was denn? Was war denn? Ich muss das mal umstellen, dass ich das auch richtig sehen kann. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen lieben Dank an den edlen Spender. Vielen, vielen. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ich muss das irgendwie mal reinkriegen. Äh, Wie gesagt, ich muss erstmal mein Tippi wieder neu einstellen. Ihr wisst ja, ich war ja zwischenzeitlich auf diesen leidigen Streamlabs, wo ja überhaupt nichts mehr funktioniert. Ne? Und ja, wie gesagt, das kriegen wir hin. Ich weiß nicht, warum das immer nicht funktioniert. Es zeigt mir irgendwann an. Das ist immer der Trost. Und das Problem ist immer, sobald nämlich das YouTube-Fenster über mein OBS-Fenster liegt, sehe ich das nicht, weil sich das nur auf OBS anzeigt. Sorry, aber wie gesagt, ich werde mich dann noch persönlich bedanken, weil ich erfahre ja auch auf anderen Wegen, wie gesagt, wer es war. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. So, auf jeden Fall die Geschichte zu diesem Dorf ist, müsst ihr wissen, also dieses Dorf ist im Grunde immer die aktiven Spieler einer Epoche, nehmen quasi ihr Häuschen hier mit. Wieso rennst du auf einmal so, Kamel? Hast Weil du's du wahrscheinlich eilig? die Shift, die Steuerung-Taste gedrückt hast. Drück mal Steuerung oder Control. Ach, da bin ich wahrscheinlich drauf gekommen, ja. Hui, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, was macht der Schneemann da oben? Der hat sich versteckt. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat diese Geschichte ein Folgendes, dass immer alle aktiven Spieler quasi, also jeder Spieler vom Team hat ein Haus, komplett eingerichtet aus seiner Epoche und taucht immer in dem Dorf, in dem Starterdorf nennen wir das immer, auf. Und von Epoche zu Epoche, wie gesagt, ziehen die aktiven Spieler quasi mit ihrem Haus in die neue Epoche. Also das werdet ihr immer wieder finden. Das ist für euch so ein bisschen das Erkennungsmerkmal. Ah, der und der und der ist dabei halt, ne? Also wie gesagt, das ist so ein bisschen Absicht. Und vor allen Dingen, wie gesagt, weil wir manchmal in kleinen Epochen starten oder auch etwas größeren und um uns herum ist nichts. Ne? Und da haben wir halt so spezielle Ausrüstungsgegenstände drin. Also da packen wir zum Beispiel unsere Ausrüstung rein, unsere Waffen und solche Sachen halt, ne? Also das ist so. Und dieses Dorf hat noch eine Bewandtnis, und zwar dieses Dorf ist zeitlos. Das heißt, wir können ja auch selbstverständlich beigehen und zum Beispiel Dinger schon aus den Endverbänden zum Bauen. Das ist erlaubt. Wir können alle Blöcke hier in diesem Dorf nutzen, weil das halt, wie gesagt, außerhalb der Zeit ist, sozusagen, weil ja hier alle Epochen in einer Zeit sind. Und sobald man das Dorf verlässt, über eine Brücke oder wie auch immer, also in dem Falle hier wäre es eine Brücke, ja, haben wir das Problem, dass natürlich dann wiederum nur die Blöcke benutzt werden dürfen, die es Tatsache in der Epoche gab. Ja. Und hier gibt es immer noch von Henry, wie gesagt, Henrys Haus steht hier noch. Leos Haus steht noch und Mimi und so. Und die werdet ihr in den folgenden Epochen dann also nicht mehr sehen, während das von Nonstop und Gladys dann mitreisen. Suera, wie gesagt, hat momentan immer ihr Fuchshaus natürlich immer mit bei, weil Suera, wie gesagt, immer sporadisch doch mal, wenn sie die Zeit findet, auftaucht. Also wo wir das wissen, wie gesagt, wird so sein. Ihr Neuen bekommt halt auch euer Häuschen. Das heißt, wenn ihr quasi die Bewerbung quasi angenommen seid, also eure Bewerbung angenommen ist, dann ist der erste Akt quasi, sich ein nettes, epochengerechtes, also für eure Epoche gerechtes Häuschen auszudenken und zu bauen. Also ihr könnt euch ja schon mal so überlegen, also das Haus hat 1 bis 2 Chunks, darf es groß sein. Wir haben uns momentan auf einen Chunk geeinigt, weil wir das immer als Schematic abspeichern und natürlich immer mitnehmen. Hallo Bubo, hallo Chat, hab mal ein Like da gelassen. Man hört sich auf anderen Leitungen. Genau, danke liebe Moni. Und wie gesagt, also hier im Dorf dürfen wir eigentlich alles und sobald ihr halt aus diesem Dorf kommt, ist dann die jeweilige Epoche. Das ist quasi wie so eine Zeitgrenze. So jetzt nicht, dass wir da klemmen bleiben, laufe ich lieber wieder außen rum.
Das ist so ein bisschen, wie gesagt. Und manchmal findet man im Dorf auch eine Zaubermine, ist aber nicht immer so. Manchmal verstecken die sich mal woanders. Das ist auch immer unterschiedlich. Also man kann sich auf nichts verlassen. Weil die Vorbereitung, wie gesagt, von den Epochen, also von dem Dorf, der Epoche und etc., also diesen Zauberminen, das macht für uns immer der Kenshin. Kenshin kennt ihr eigentlich immer so als Teufelchen aus der Inquisition halt. Der kommt immer sporadisch, je nachdem, wie er das schafft und Zeit hat, uns dann bei den Vorbereitungen helfen. Das heißt, er sucht eine Region aus, wo könnte das hinpassen und ja, also ich. Aua, bist du gestolpert, kleines Kamel? Auf jeden Fall, wie gesagt, ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Und momentan sind wir halt in der Renaissance, haben den Auftrag, eine ganze Stadt hinzuzimmern. Und wie ihr sehen könnt, sie vergrößert sich immer mehr. Es ist aber sehr aufwendig, weil in der Renaissance die Gebäude alle natürlich extrem geschmückt waren. Und ja, in der Moderne ist es quadratisch praktisch gut. Hier ist es eher übertrieben vollgehangen und vollgedönst. Und wie ihr vielleicht schon unschwer erkannt habt, ich weiß nicht, also Minecraft dann Profis fällt's auf. Meine kleinen Statuen haben sich hier ein bisschen verändert. Also, wenn ihr den seht. Also, wie gesagt, die sind ein bisschen kleiner jetzt und die sind Tatsache mit diesem Büchlein gemacht worden. Nonstop dieses Büchlein, hast du das noch? Hallo? Der guckt und guckt und guckt. Hallo? Hast du dich gemutet oder habe ich mich. Nein, ich weiß nicht, was du tust. Aber tue es schnell. Ich rede mit dir. Hallo. Hallo. Wie kriegt man ihn vom. Entschuldigung, ich musste Okay, kurz warten. okay. Welches Büchlein? Das Büchlein, was du letztens von Rio haben wolltest. Ich habe kein Büchlein Dieses bekommen. Status. Warte, ich kopiere dir das mal. Oh, jetzt habe ich 16 Mal, ist aber nicht weiter schlimm. Das, was du haben wolltest, um mit diesen Statuen zu arbeiten. Ich würde dir jetzt mal eins geben und dann kannst du mal. Oh, danke schön. Ein Nonstop-Raid kommt rein. Sehr schön. Freudiger Nonstop-Raid. Hallo, Vivi. Winnie Vivi. So, ich würde dir das Buch jetzt mal in die Hände geben. Bitteschön. Du kannst dich ja mal abseits, wie gesagt, bei dir da in der Abtei beim Morgen oder so ein bisschen beschäftigen. Ich weiß nicht, inwiefern Rio morgen Zeit hat, aber sie könnte es dir erklären. Obwohl sie ja gesagt hat, es ist eigentlich so einfach zu verstehen, also dass selbst ein Bubu das versteht. Ich bin neben dir. Hallo, hier bin ich. Ja, ich habe dich nur Oh, gesucht. ich hab's Da, gemerkt. wo Ja, ist ja, sie, ja, wo ist ja, sie, ja, wo ist sie, ja. wo ist sie? Blindfisch hier Also jetzt wieder. kann ich da Bubu anklicken, da. Oh ja, tatsächlich, ich kann die Bubu anklicken hier. Ja, aber du kannst mich nicht verändern. Auf jeden Fall, wie Nee. gesagt, ich weiß nicht, inwiefern Rio morgen Zeit und Lust hat. Aber wie Mhm. gesagt, sie meinte, das Buch ist relativ selbsterklärend und vielleicht hast du Lust, morgen einfach mal dir so einen Gerüstständer zu nehmen und einfach mal so ein bisschen mit dem Buch rumzumännchen. Dann haben deine Leute etwas zu lachen, weil das kann nämlich auch ganz schön nach hinten losgehen. Ja. Okay. Ja, ich habe da auch schon ziemlich lustige Dinge gebaut und wie gesagt, Mal kurz, wo ist der Gerücht denn? so, auf jeden Fall, wie gesagt, Hier. werde ich euch mal kurz alleine lassen, weil ich höre meinen Mann gerade unten und so, Tee und so. Siehst du. Ja, Gerücht. Ja, aber ich bin ja sowieso jetzt offline, Bubu, weil ich bin müde und gut. Und das, ja.
So, ich bin schon wieder da. Ist aber nett, dass du ein Schild hinstellst. Nee, da muss ich immer kurz flitzen und gucken, was los ist. Aber er hatte sich eigentlich nur ein Bad eingelassen mit Eukalyptusduft und das hat ihn zum Husten gereizt. Ja, wie gesagt, das ist Nee, immer. ich wollte mich eigentlich nur noch verabschieden mit Ja, wir dir werden jetzt, offline. ich werde jetzt auch Schluss machen, weil, wie gesagt, er hat sich jetzt in die Wanne verkrochen, weil ihn das immer ein bisschen das Atmen erleichtert. Und ich sag mal so, wir sehen uns. Warte mal, stellen wir uns mal Morgen. nebeneinander. Warte mal. Wir sehen uns morgen um 20 Uhr wieder. Und wie gesagt, vielen lieben Dank für Abos, Likes und Spande. Und vielen lieben Dank und an alle Neuen, die ganz neu dazugekommen sind. Wie gesagt, morgen geht's mit Momentum um 20 Uhr weiter. Drückt mir mal die Daumen, Ah. dass ich das mit der Cirrus Map hinkriege. Dann könnten wir eventuell morgen mit Nonstop dann diese Tour machen. Und vielleicht haben die anderen auch so ein bisschen Lust, da mal in Erinnerung wieder zu schwelgen, weil das war doch eine sehr, sehr lustige Zeit. Und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Nacht. Ich könnte ja mal gucken, wer noch am Streamen ist. Wartet mal Ja, 2 es sind noch einige noch Sekunden. am Streamen. Ja, Sind noch ja, einige am deswegen. Streamen. Wir gucken mal, wer da noch ist. Ich lese euch mal ein paar vor und dann schauen wir mal. Wir hätten Reason, wir haben, oh, Sagi haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Oder was haltet ihr vom Kaiser Aventus? Ich würde sagen, wir gehen mal zu Sagi, weil der spielt nämlich Let's Play. Bestellt ihn einen lieben, lieben Gruß von mir. Und ja, wie gesagt, der spielt immer im Hardcore meistens und es ist echt mega lustig bei ihm. Wie gesagt, kommt gut durch die Nacht, schlaft schön. Vielen, vielen lieben Dank fürs Ja, du Zuschauen auch. und nicht vergessen, morgen 20 Uhr sehen wir uns wieder zum Momentum, dann auch mit mehreren anderen, die wieder Zeit haben. Also ich denke mal, Stino und so wird dabei sein, Gladys, wenn sie das mit ihrem Monitor noch in den Griff kriegt, weil die hat auch ein Update gehabt, was ihr alles zerschossen hat. Und drückt die Daumen und ja, macht's gut, bis morgen. Tschüss, Nachti. Tschüss, ciao, ciao.